Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und ihr habt es im Titel gelesen und nein, das ist kein Clickbait, sondern ich kann für mich persönlich sagen, wir schauen uns heute das beste Federdruckmodell an, welches ich in den letzten 20 Jahren in den Händen gehalten habe und letztendlich geschossen habe. Bedeutet, das Ding macht so viel richtig, wo andere Hersteller sparen oder eben nicht ganz rankommen. Und das auch noch zu eigentlich einem unschlagbaren Preis, kann man sagen. So, zunächst mal, es handelt sich hier um eine Begadi BSR, bedeutet auch das Modell ist komplett eine Eigenentwicklung von Begadi. Viele Teile haben sie selber irgendwie gefräst, der Schaft müsste rein theoretisch von Modify kommen, von der Qualität her, vom Material. Wie gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, könnte Modify sein, schauen wir uns später an. Und von der Qualität absolut genial. Das Teil ist vollständig CNC gefräst. Bedeutet, ihr habt hier nicht irgendwo ansatzweise mal ein Zinkgussteil dran. Selbst da hinten die Aufnahme für den Trageriemen links, rechts ist CNC gefräst. Sogar innen drin dieser Halteblock für die Hop-Up-Kammer ist auch komplett CNC gefräst. Dann habt ihr ein 7 mm R-Hop-System drin mit einem Edelstahl-Tuninglauf, qualitativ hochwertiger Tuninglauf aus Edelstahl. Absolut geniales Hop-Up hier vorne über ein Rotary zum Einstellen letztendlich. Auch gesamtes Gehäuse, gesamter Receiver CNC gefräst und ein sehr, sehr fetter Edelstahlzylinder drin. Und das ist auch heute gleich ein Punkt, wo wir direkt drauf eingehen müssen, bevor es überhaupt losgeht. Wie gesagt, es ist keine Standard-VSR, sondern Begadi knallt uns hier einen Zylinder rein mit 26,5 mm Durchmesser. Eine Modify hat 22, eine VSR hat 24 ungefähr oder 23,9. Also ihr seht, der Zylinder ist hier deutlich fetter, genauso wie bei einer SRS, bei einer Silverback und dementsprechend viel Volumen drin in diesem Modell. Schöne lange Lauflänge und das Ding geht so butterweich zum Repetieren und so einfach und easy zum Repetieren hatte ich so eben noch nie gesehen. Also wie gesagt, ich würde es fast ein bisschen, ich habe lange überlegt, wie ich es anspreche. In der Autoszene sagt man gern Wolf im Schafspelz. Genauso würde ich eigentlich dieses Modell bezeichnen. Bedeutet von außen, ja, wie gesagt, ein bisschen modern gehalten, ein bisschen moderne VSR. Aber was das Ding unter der Haube hat, ist schon wirklich sehr beeindruckend. Also Leute, wird wieder umfangreich. Macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Gut Leute, lasst uns loslegen, wie immer mit dem Lieferumfang und da geht's gleich los mit der Qualität, die sich dieses ganze Video über bei jedem Kapitel letztendlich so durchziehen wird. Bedeutet, wenn ihr das Ding geliefert bekommt, bekommt ihr nicht einfach so einen billigen, schäbigen Karton irgendwie, wo das Ding halt reingeschmissen ist, sondern schaut euch mal die Verpackung an. Von außen mega geil gemacht, vor allem hier, wenn man da drauf schaut, da sieht man so die Innereien quasi, die Konstruktion innen drin mit dem Zylinder. Das sieht einfach Monster aus. Auch auf der Rückseite nochmal von dem Karton. Also selbst beim Verpackungsdesign, wie gesagt, ich mag sowas, habe ich euch auch bei den Maruis immer gesagt. Ich finde es einfach schön. Es muss nicht irgendwie komplex sein von der Verpackung. Es muss auch nicht teuer sein von der Verpackung. Aber wenn es ein bisschen was hermacht, finde ich einfach, das macht schon mal das ganze Produkt ein bisschen hochwertiger, meiner Meinung nach. Also sehr, sehr schön bedruckter Karton und dann natürlich auch im inneren Bereich könnt ihr euch schon denken, wenn ihr das Ganze mal aufklappt. So, jetzt habt ihr erstmal hier Beipackzettel, leider keine Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung. Auch hier geht jetzt Begadi leider den Weg und legt euch letztendlich so einen Beipackzettel dazu mit einem QR-Code, wo ihr halt dann einscannen müsst und auf der Webseite alles nachlesen müsst oder euch anschauen müsst letztendlich, wenn ihr irgendwelche Informationen zu dem Teil benötigt. Weiß ich nicht, bin ich eigentlich kein Freund davon, das macht Norwich auch immer recht gern, warum Begadi jetzt auch den Weg einschlägt. Keine Ahnung, ein paar Seiten, vielleicht kurze Anleitung mit Explosionszeichnungen oder so, wäre schon recht nett gewesen. Aber hey, nichts Schlimmes, wie gesagt, Anleitung halt über einen QR-Code. So, dann wieder erstmal Abdeckung oder Schaum. So, und dann habt ihr letztendlich, wartet mal, ich kipp's euch mal so her.
dann liegt hier letztendlich euer brandneues Federdruckmodell drin. So, hier haben wir die Audi-Version letztendlich. Da habt ihr erstmal den fetten und absolut soliden Schaft drin. Und den müssen wir uns, wie gesagt, den müssen wir uns später im Detail anschauen. Leute, das Ding ist von der Qualität und vom Material der absolute Hammer. Also ich weiß nicht, wer den Schaft genau fertigt. Ich weiß auch nicht die genaue Kunststoffzusammensetzung. Das müsste auch irgendwie eine Polyamidart sein, aber entweder haben die da so viel Glasfasern reingeballert, denn das Ding ist ein Meinungsverstärker. Also wenn ihr mal den Vorschlaghammer nicht parat habt, dann nehmt den Schaft auf gut Deutsch her. Also sowas Solides und Robustes, auch wenn er drauf prügelt, da ist nichts hohl, da klappert nichts oder sowas. Es fühlt sich einfach an wie ein Riesenklopper letztendlich. Also unheimlich solide, auch von der Haptik. Wie gesagt, sehr, sehr begeistert davon, schauen wir uns später im Detail an. So, also der Schaft ist drin, dann habt ihr natürlich die obere Gruppe letztendlich mit dem Verschlussgehäuse und dem Rohr. Kennt ihr auch wie bei anderen VSR-Modellen letztendlich, nur seht ihr bereits hier eben dieses extrem geile Hop-Up-System von Begadi. Wie gesagt, das ist ein R-Hop-System im Rotary und lässt sich sowas von genial einstellen und so präzise habe ich noch nie beim Federdruckmodell gesehen. Wie gesagt, Hop-Up mega. Und dann könnt ihr vielleicht auch schon sehen, sogar diesen Block habe ich euch schon angesprochen, was im Regelfall eigentlich immer aus Kunststoff ist, ABS oder sowas. Sogar dieser Block ist komplett CNC gefräst. Und das ganze Ding ist komplett gefräst. Und das für den Preis, ich feier's. So, wie gesagt, das müssen wir dann installieren, das Teil liegt drin. So, und dann habt ihr noch ein kleines bisschen Zubehör dabei. Es sind zwei so leicht grünliche, transparente Magazine dabei. Und dementsprechend denke ich auch, dass der Schaft vermutlich oder einige Bauteile vermutlich von Modify kommen. Denn dieses Grün kennt man von Modify normalerweise. Also diese transparenten Magazine. Wie gesagt, da sind 2 Stück dabei. Dann ist noch dabei ein ganz normaler Speedloader. Gut, ist das schön, wenn er dabei ist. Laufreinigungsstab ist noch enthalten. Auch lang genug, dass ihr wirklich komplett durchputzen könnt. Und dann noch ein kleines bisschen Zubehör ist auch noch enthalten. Müsst ihr euch also nicht extra nochmal kaufen, sondern hier haben wir dabei einmal die Schrauben sind da drin, die wir jetzt dann für die Montage gleich benötigen. Und ein 14 mm Adapter für Schalldämpferattrappen. Bedeutet, wenn ihr das Ding nochmal mit einem Schalldämpfer ausstatten wollt, mit ein bisschen Schaumstoff drin oder sowas, ist hier bereits so ein Adapter letztendlich enthalten im Lieferumfang. So, und dann haben wir hier noch ein Tütchen. Da könnt ihr nämlich auch die Länge einstellen von dem Schaft. Da habt ihr letztendlich ein paar Schrauben mit drin und einmal solche Abstandsteile da mit jeweils 15 mm. Aber wie gesagt, es sind 2 Stück dabei. Wer halt ein bisschen größer gewachsen ist, der knallt sich die halt da hinten noch mit rein und kann dementsprechend den Schaft nach hinten noch ein bisschen länger machen. Wie gesagt, ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Wenn wir dann alles ausgepackt haben, lasst uns das Teil einmal montieren bzw. zusammenbauen. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, ja gut, was willst du denn da erklären? Ist halt eine VSR, schiebst das Ding einfach da rein und fertig. Nein, denn auch das ist anders konstruiert. Bedeutet, das zeige ich euch später nochmal im Detail, aber wenn ihr da hinten meinen Schaft oben reinschaut, da ist hier seitlich so ein Nut- und Federsystem und auch diese fette CNC-gefertigte Abzugsgruppe hat hier seitlich eben das Gegenstück dazu. Bedeutet, die gesamte Abzugsgruppe wird eben hier unten auch nochmal im Schaft arretiert. Und das ist eben bei einer normalen VSR nicht der Fall. Und dementsprechend lässt sich halt ein kleines bisschen anders montieren. So, bedeutet, wir gehen jetzt erstmal her, brauchen 2 Inbusschlüssel, ein 2,5 mm und ein 4 mm Inbus. Jetzt lösen wir mit dem 4 mm Inbus erstmal hier unten den Abzugsbügel. Kennt ihr, ist ganz normal so eine Stahlschraube hinten drin. So, schraubt das Ganze drum weg und dann habt ihr hier quasi einmal, wartet, ich zeig's euch. Habt ihr hier einmal den Abzugsbügel, dann habt ihr diese große fette Schraube und so eine Aluminium-Abstandsbuchse letztendlich, wo die ganze Schraube dann später durchgeht. So, und jetzt müssen wir nämlich zunächst einmal den Abzugsbügel installieren. Bedeutet ja, auch dieser hat wiederum im hinteren Bereich ein Nut- und Federsystem. Bedeutet, wenn wir jetzt hergehen und schieben uns den so leicht schräg hinten in den Schaft rein, arretiert er hinten unten an der Kante und kann dann runtergedrückt werden. Bedeutet, der sitzt dann letztendlich bombenfest in diesem Schaft schon mal drin. Dann haben wir hier diese Abstandshülse, die pfeffern wir uns einfach da hinten letztendlich rein. Und die hat auch
die hat auch oben und unten so eine richtig fette Phase dran. Bedeutet, ob das Ding jetzt gerade drin ist oder ein bisschen versetzt ist, spielt keine Rolle. Aufgrund der Phase trefft ihr das Loch immer oder die richtet sich automatisch aus. Also gehen wir einfach her und legen uns die einfach da hinten rein. Wie gesagt, ob die da hinten gerade über dem Loch sitzt, spielt keine Rolle. So, dann nehmen wir das drum und jetzt nicht schräg rein, sondern das setzen wir komplett gerade da hinten in dieses Nut- und Federsystem rein. Bedeutet hier einmal, dann drücken wir es ein kleines bisschen, schauen wir, dass die Sicherung müssen wir vielleicht einmal nach vorne stellen. So, Hülse rein und eben dann einmal absenken. So, zack. Und vorne einmal schön kräftig zusammendrücken, weil der sitzt extrem passgenau alles. So, und dann sitzt das Ganze drum schon mal zusammen. So, jetzt drehen wir es eben um und nehmen diese große Schraube wieder und schmeißen uns die einfach da hinten in das Loch rein. Und wie gesagt, diese Hülse innen drin, die richtet sich automatisch entsprechend aus. So, die ziehen wir leicht handfest an, ist ausreichend. Und dann habt ihr im Lieferumfang eben nochmal 2 Schräubchen dabei. Kennt man auch von anderen VSR-Systemen. Eine etwas längere und eine kurze. Die lange gehört hier in die Mitte rein. Da habt ihr auch nochmal so einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da habt ihr hier nochmal so eine Art Klemmring oder sowas, dass ich halt die Schraube nicht öffnen kann. Bedeutet hier einfach die Schraube rein und die andere, die kürzere, gehört dann hier vorne letztendlich rein. So, und auch diese ziehen wir uns letztendlich fest. So, auch hier braucht ihr nicht übertreiben, leicht handfest zu, vollkommen ausreichend. Und dann ergibt das Ganze eben eine grundsolide Einheit letztendlich. Bedeutet hier vorne dieser ganze dieser ganze Hop-Up-Block, nenne ich es mal, aus CNC gefressen, Alu, der stützt die Hop-Up-Kammer, der stützt das Rohr vorne, verbindet alles unheimlich präzise letztendlich miteinander. Die mittlere Halteschraube mit diesem Klemmring ist nicht zu lang oder sowas, die schleift euch nicht irgendwie beim Receiver. Und hier hinten die Schraube, die ist ebenfalls perfekt. So, und ihr habt eben gesehen, da ist so ein Nut- und Federsystem drin und entsprechend wird eben auch die gesamte Abzugsgruppe der Receiver wird hier eben im Vergleich zu anderen VSR-Modellen oder VSR-ähnlichen Modellen nochmal deutlich besser oder solider miteinander verbunden. Bedeutet, wenn ihr dann später durchladet, habt ihr eben nicht die ganze Last nur auf den kleinen Schräubchen liegen, wie es bei einer VSR der Fall ist, wo dann teilweise die Gewinde schon kaputt gehen nach einer Zeit, sondern hier geht die Kraft eben in den Schaft mit rein und entlastet dementsprechend die Gewinde. So, und dann ist das Ding eben montiert und jetzt habt ihr hier oben, jetzt seht ihr vielleicht, wird sich der ein oder andere denken, beziehungsweise mir ging es so, was ist denn das da? Ja, musste ich auch mir erstmal angucken, das ist eine Dreckabdeckung oder Staubschutzabdeckung. Bedeutet, normale Federdruckmodelle sind ja hier immer offen. Bedeutet, wenn ihr jetzt hergehen solltet und würdet jetzt beispielsweise euren Zylinder ein bisschen einfetten, dass er ein bisschen schöner läuft oder whatever, dann ist es eben scheiße, weil der ganze Dreck und Schmutz sammelt sich in dem Fett und immer wenn ihr repetiert, drückt ihr den ganzen Dreck hinten in die Gleitringe rein. Entsprechend hat eben dieses BSR-Modell hat hier eben nochmal so eine optionale Abdeckung für den Zylinder, damit hier kein Dreck eindringen kann in den Zylinder und dementsprechend das Ganze immer schön sauber bleibt. Das Ganze ist wie gesagt optional. Ich persönlich finde es jetzt optisch, eigentlich ist wurscht, aber ich finde es einfach optisch jetzt nicht so ansprechend. So, bedeutet, ihr habt vorhin schon gesehen, bei meiner grauen Variante habe ich das Ding einfach weggebaut. Bedeutet, ihr könnt einfach oben die Schrauben lösen, Picatinny nach oben lupfen und dann das Ding einfach rausnehmen und dann ist der Auswurf sozusagen offen. Also Leute, einfach Picatinny nach oben ein bisschen hochlupfen, dann könnt ihr diese Staubschutzabdeckung letztendlich rausnehmen, wem das nicht gefallen sollte. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schöner, wenn der Zylinder offen ist. Ja, natürlich, man muss öfters mal rausmachen, ein bisschen durchputzen. Aber wie gesagt, kann jeder machen, wie er will. Der eine lässt es drin, der andere macht es halt raus. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Aber schön, dass es eben die Option gibt und dementsprechend man eben hier das Ganze abdecken kann, um eben vor Verunreinigung zu schützen. So, und dann seht ihr hier die graue Variante und ihr seht, da habe ich schon ein bisschen was dran gemacht, denn Begadi hat einiges an Zubehör mitgeschickt und dementsprechend schauen wir uns das einfach nochmal ganz kurz im Detail an, was hier jetzt an der grauen Variante gemacht wurde. So, zunächst mal, wenn wir das mal vergleichen, erstmal finde ich dieses Grau absolut geil, entsprechend habe ich auch das Modell direkt gekauft. Graue Version ist ein
Steingrau oder sowas. Dann gibt es das Ding eben in Standard Schwarz, wie man es einfach kennt. Hier einmal die schwarze Variante. Und dann habt ihr es gerade schon gesehen. Dann habe ich euch gerade schon die OD-Version ausgepackt, also in diesem OD-Ton. Und dann gibt es aber auch noch FDE. Die FDE-Version habe ich auch bekommen. Die hat aber letzte Woche bereits der Axel mitgenommen. Denn auch der hat bei dem Video ein bisschen mitgeholfen. Hat sie auf dem Skistand dabei gehabt und hat mir einfach seine Meinung auch nochmal per WhatsApp mitgeteilt. Dementsprechend kann ich euch aber leider die FDE-Version jetzt nicht zeigen. Aber wie gesagt, verfügbar. So, jetzt zum Zubehör. Wenn ihr das jetzt gerade mal vergleicht habt, wie gesagt, die graue Variante, jetzt schaut euch mal die Standard schwarze Version an, dann werdet ihr euch erstmal denken, da mit dem Rohr, das ist ein bisschen anders, ne? Richtig. Bedeutet, die Standardversion, so wie das Modell kommt, hat einen komplett durchgängigen Outer, selbstverständlich. Und der Inner geht komplett bis vorne durch. Das sind 400... sprechen wir bei den technischen Daten nochmal, aber ich glaube 420 mm oder 450 mm Edelstahllauf ist hier drin verbaut. So, jetzt hat aber Begadi noch für dieses Modell optional einen kürzeren Outer mitgeschickt. Dann habe ich verbaut an der grauen Variante einen etwas größeren oder längeren Kammerstängel. Bedeutet, wenn ihr euch den mal anschaut, der ist minimalst oder der ist ein bisschen länger letztendlich. Bedeutet, wenn man ein bisschen größere Hände hat oder dicke Handschuhe verwendet, empfiehlt sich so einen etwas fetteren oder längeren Kammerstängel zu verbauen. Der ist standardmäßig, kann ich euch noch mal kurz zeigen, der ist standardmäßig ein bisschen kürzer, funktioniert auch ohne Probleme. Aber wie gesagt, wenn man mal dicke Handschuhe anhat oder halt auch im Winter mal spielt, empfiehlt sich einfach ein bisschen ein längerer Kammerstängel. Dementsprechend, ich habe mir hier gleich direkt den längeren hingebaut. So, und jetzt eben auch die Besonderheit, der kurze Outer kombiniert mit dem Begadi Supersonic 762, also mit dem ganz normalen Supersonic Schalldämpfer-Attrappe, wie man vom Begadi kennt. So, jetzt werdet ihr euch aber denken, ja, das ist doch Murks mit einem kürzeren Inner letztendlich. Richtig, denn hier ist kein kürzerer Inner drin. Bedeutet, ich habe immer noch den gleichen originalen Lauf drin mit 450 mm, aber das Ganze kombiniert mit dem kurzen Outer. Der kurze Outer oder das kurze Rohr ist genau 120 mm kürzer im Vergleich zum Original Out of the Box. Und jetzt natürlich, jetzt geht der Inner natürlich komplett bis hier vorne in den Schalli rein oder in die Schalldämpferattrappe rein. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, aber das ist ja auch Murks, jetzt muss man das irgendwie zentrieren. Richtig, denn auch hier hat Begadi solche Dinger mitgeschickt, so weiße Spacer nenne ich es einfach mal. Bedeutet, der eine ist für den... Genau, der ist für den Supersonic 556, also für die kleinere oder dünnere Version von der Schalldämpferattrappe, so eine Zentrierung. Und eben zwei so fette waren eben drin für den 762. Bedeutet, ich bin jetzt ganz normal rausgegangen, bedeutet, der Inner wird hier schön hier vorne zentriert und geführt, geht dann letztendlich in den Schalli rein und kurz bevor der Inner aufhört, habe ich dann einfach hier innen drin nochmal diesen Spacer installiert. Und im vorderen Bereich dann hier letztendlich Schaum, um die Lautstärke noch ein bisschen zu reduzieren. Und das bringt wirklich extrem viel. Bedeutet, das Ganze hat eigentlich zwei Vorteile. Erstens mal, aufgrund der Schalldämpferattrappe und mit dem Schaumstoff wird das Modell ein bisschen leiser. Wollen die meisten Federdruckspieler haben. Also wird deutlich leiser. Gleichzeitig aber der Vorteil, dass man mit dem Inner nicht kürzer werden muss. Denn ein kurzer Inner ist bei einem Federdruckmodell einfach Murks. Bedeutet, ihr bekommt einfach deutlich weniger Energie raus. Ihr braucht unheimlich starke Federn, um viel Energie rauszubekommen. Und meistens sind sie dann auch noch lauter. Und hier habt ihr eben den Vorteil, ihr habt weiterhin den langen Lauf drin, aber das Ganze wird eben vom Geräuschpegel ein bisschen reduziert. Und ihr werdet halt nicht ellenlang, sondern ihr bleibt einfach dennoch relativ kompakt, muss man sagen. Also das war alles mit drin. Wie gesagt, der kurze Outer, dann der Kammerstängel und dann habe ich da letztendlich noch so einen ganz normalen Trageriemen dran verbaut. Den haben sie auch mitgeschickt und das waren in mehreren Farben dabei. Ihr seht, ich habe jetzt einfach einen schwarzen hingemacht. Gibt es auch noch in Oliv, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Ich glaube Pencord oder Multicam oder whatever. Ist letztendlich ein ganz normaler 2-Punkt-Trageriemen oder Sling mit Schnellverstellung. Bedeutet einfach dran ziehen, dann geht er auf, dann könnt ihr anlegen und wenn ihr die Knüfte wieder an den Körper ranziehen wollt, einfach an der anderen Schlaufe runterziehen, dann zieht es wieder hin. Also ein ganz normaler 2-Punkt-Sling oder Trageriemen. Habe ich befestigt
ein bisschen besonders befestigt. Hier hinten sind letztendlich stehen euch drei Möglichkeiten zur Verfügung, den Trageriemen oder euren Trageriemen zu befestigen. Seht ihr hier hinten einmal links und rechts und hier auch sehr interessant, diese Halterung, also selbst diese Durchführung ist komplett CNC gefräst und wird jetzt hier nicht einfach nur in den Schaft oder in den Polyamid-Kunststoff reingeschraubt, sondern da habt ihr im inneren Bereich hier hinten von dem Schaft habt ihr ein unheimlich solides Skelett innen drin mit lauter Stahlmuttern. Bedeutet, ihr schraubt das ganze Zeug letztendlich direkt in Stahl rein. Dementsprechend sehr, sehr haltbar letztendlich diese Aufnahmen da hinten. Wie gesagt, habt ihr hier hinten einmal links, einmal rechts oder ihr könnt auch da unten letztendlich durchführen. Das kommt aber immer ein bisschen drauf an, je nachdem, wie man die Knifte führt, ob man es auf dem Rücken trägt oder sowas. Ich bevorzuge es eben hier auf der Seite, damit das Ding ja waagerecht zum Körper sitzt. Bedeutet dann letztendlich so dran sitzt. So, und dann müsst ihr aber gucken, im vorderen Bereich hatte ich leider keine M-Lock-Montage mehr für den Trageriemen. Bedeutet, im Regelfall würdet ihr jetzt hergehen natürlich, ihr habt hier vorne ein M-Lock-System, auch unheimlich geil und solide konstruiert, schauen wir uns später an. Könnt ihr ganz normal Zubehör dran montieren oder eben auch eine Aufnahme für den Trageriemen. So, hatte ich aber leider keine mehr. Entsprechend habe ich den Trageriemen einfach hier beim Zweibein einmal durchgefädelt und hier vorne einfach rumgewickelt, damit auch die Schlaufe quasi oben ist. Denn würdet ihr jetzt den Trageriemen hier unten am Zweibein befestigen und ihr zieht die Knifte zum Körper hin, dann kippt die immer so komisch weg. Mag ich nicht. Und so sitzt sie eben schön gerade parallel zum Körper oder parallel zum Plattenträger oder zu der Weste. Wie gesagt, einfach da vorne durchgezogen, funktioniert einwandfrei, tut auch das Hop-Up nicht beeinträchtigen, dementsprechend tipptopp angebracht. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach am M-Lock was befestigen, ihr könnt eine Picatinny ranmachen, je nachdem, was ihr wollt, ist ein modernes M-Lock-System hier vorne letztendlich vorhanden oder verfügbar. Bevor es dann weitergeht mit dem Chrono, mit der Energie und mit dem Hop-Up, lasst uns noch kurz die technischen Daten durchsprechen. So, hier haben wir wie gesagt ein VSR-ähnliches Modell, sehr modern gehalten mit M-Lock-System. Dann hier unten noch so eine Lasche dran, also für Leute, die eher 90 Grad gewohnt sind, vom Griff her nochmal ein bisschen optimiert. Schöner großer Abzugsbügel, auch mit Handschuhen. Sehr, sehr geiler Schaft, Wange zum Einstellen, zeige ich euch später alles. So, von der Länge her letztendlich genauso wie andere und auch vom Gewicht brauchen wir, glaube ich, nichts ansprechen. Worauf ich allerdings bei der technischen Seite schon mal eingehen möchte, das ist eben die Lauflänge und das Zylindervolumen. Bedeutet, vorhin schon kurz angesprochen, hier ist nicht einfach nur irgendein Messinglauf drin, 0815 Billiglauf, nein, hier ist ein unheimlich hochwertiger Edelstahllauf drin. Und das ist auch kein beschichtetes Messing, sondern das ist komplett Vollmaterial Edelstahl. 450 mm mit 6,03 mm Innendurchmesser. So, wenn ihr so einen Lauf euch extra kaufen möchtet oder nachrüsten möchtet, bezahlt ihr in der Regel, wenn ihr was Günstiges nehmt, so vielleicht 50, 60, wenn ihr was qualitativ Gleiches haben wollt, zahlt ihr normal für so einen Lauf 80 Euro oder 90 Euro. So, und so einer ist hier bereits out of the box drin und der Lauf ist einfach perfekt. So, und jetzt eben der große Vorteil, jetzt denkt ihr euch 450 mm, was bringt mir das jetzt letztendlich? So, das hängt ein bisschen natürlich immer mit dem Zylindervolumen zusammen. Bedeutet, eigentlich muss eine Airsoft vom Zylindervolumen, vom Kugelgewicht und von der Lauflänge immer so gut wie möglich aufeinander abgestuft sein, damit alles schön harmoniert miteinander. Habe ich euch bei der Archvic zum Beispiel schon versucht, ein bisschen näher zu bringen, bei der SPR 300. Die hatten eben nur einen sehr kurzen Lauf drin mit 245 mm oder 275 mm, also für ein Federdruckmodell sehr kurz. Und da mussten sie einfach im Zylinder eine unheimlich starke Feder reinbauen, um eben auf Energie zu kommen. Und dadurch ging die Archvic natürlich relativ straff zum Repetieren. So, und bei dem Modell ist das Ganze einfach oder harmoniert das alles so schön miteinander und ist perfekt aufeinander abgestuft, dass es eigentlich das leichtgängigste und smoothste Federdruckmodell ist, was ich jeweils repetiert habe. Ich zeige es euch später nochmal, diese 2,8 Joule, die repetiert ihr, als wäre da eine M100 Feder drin. Also mega einfach, ihr braucht nicht viel Kraft. Euch wird auch nach 50 Schuss nicht irgendwie der Arm langsam müde oder so. Ihr könnt den ganzen Tag durchrepetieren, ohne irgendwas. Da eben
Großer, fetter Zylinder mit viel Volumen in Kombination von einem langen Lauf und dementsprechend kann die Kugel eben lange beschleunigt werden und ihr bekommt mit einer relativ schwachen Feder viel Energie raus. Und das ist eben meiner Meinung nach einer der größten Pluspunkte von dem ganzen System. Also nicht einfach wieder ein Standard-VSR-System irgendwie, ja gut, passt schon. Nein, sie denken wieder über den Tellerrand hinaus, bauen einen richtig fetten Edelstahlzylinder rein mit viel Volumen, viel Druck in der Hütte drin und es harmoniert einfach perfekt. Gerade eben, wie gesagt, 04, 045, von mir aus 049, stopft rein, das Ding drückt es locker durch. Letztendlich haben sie hier ein Volumen oder ein Verhältnis von 3,2:1. Also ihr seht im Vergleich zum Standard-VSR-System oder auch zu den Modify-Federdruckmodellen deutlich mehr Luft in dem System vorhanden. So, und ihr seht da drüben, da ist ein bisschen was geblurrt, ne? So, es ist also hier eine komplett CNC gefräste Knifte. Und wenn ich jetzt den Preis euch da drüben zeige, dann werdet ihr auch denken, wie ist das denn möglich? Denn das ganze Ding soll gerade mal 359 € kosten. Somit haken wir den Chrono-Test ab und ihr habt es gesehen, ich habe euch extra eingeblendet, Chrono mit eingestellten Hop. Denn auch hier sind wir beim Thema Energieabgabe schon wieder beim nächsten sehr positiven Punkt. Aufgrund des absolut genialen Hop-Up-Systems, was hier drin verbaut ist, verliert ihr mit Hop so gut wie keine Energie. Bedeutet, die Knifte chront auf Hop 0, 2,8 Joule. Wenn ihr dann Hop drauf gebt für 0,45, das ist dann so circa Stufe 4, Stufe 5, werden die butterweich gehoppt, die 0,45er. Und ihr habt dennoch immer noch 2,78 oder sowas. Also im Vergleich zu anderen Airsoft-Modellen verliert ihr mit eingestellten Hop einfach nicht so unheimlich viel Energie. Habe ich euch auch schon öfters versucht zu erklären, wenn sie dann wieder einfach so ein Standard-Bucking reinmachen oder einfach viel Druck brauchen, dann chront das Ding von mir aus 3 Joule ohne Hop, dann macht er ein bisschen Hop drauf, dann seid ihr noch bei 2,7. Verliert also 0,3 Joule nur durch Einstellung des Hop-Ups. Und genau das ist eben bei dem Modell aufgrund des R-Hop-Systems mit 7 mm nicht der Fall. Ihr seid also nahezu gleichbleibend mit oder ohne Hop. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, Hop-Up-System schauen wir uns dann gleich an. Ansonsten auch von der Energie natürlich für die deutschen Spielfelder letztendlich wie alle anderen auch. So 2,8 Joule dürfte eigentlich im Regelfall fast überall spielen. Ja, es gibt auch welche mit 2,5, aber im Regelfall so bis maximal 3 Joule ist noch in Ordnung. Und genau hierfür ist das Modell letztendlich ausgelegt und dementsprechend out of the box sofort spielbar. So, jetzt werdet ihr euch denken, ja, kann ich mit der Energie runtergehen, wenn ich vielleicht nur 2,5 spielen darf, oder kann ich vielleicht zum Blinken auch noch hochgehen? Ja, natürlich. Der gesamte fette Zylinder oder die gesamte Zylindergruppe ist zu Standard SRS-Federn kompatibel oder Modify-Federn. Bedeutet auch diese Begadi-Federn mit 8 oder 9 mm letztendlich, diese Federdruckfedern SRS, die passen da wunderbar rein. Nur halt aufpassen, dann chront er halt irgendwo bei 3,5 oder 4 Joule, je nach Federstärke. Aber wie gesagt, macht er eine schwächere rein, kommt ihr natürlich auch deutlich weiter runter mit der Energie. So, und jetzt lasst uns über das Hop-Up sprechen. Und da war nicht nur ich mega begeistert, sondern auch der Axel auf dem Schießstand hat gesagt, what the fuck, wie geil schießt denn das Ding bitte schön. Zunächst aber mal vom Einstellen her ebenfalls unheimlich innovativ, muss ich sagen. Ihr seht hier vorne, vielleicht zeige ich es euch später noch mal in der Nahaufnahme, ihr seht hier vorne über dem Outer, habt ihr so einen CNC gefrästen Ring mit so Rillen drin. Ebenfalls habt ihr hier oben die Skala drauf und hier hinten so einen kleinen, an dem Ring, so einen kleinen Anhaltspunkt. Bedeutet, ihr könnt hier umgehend über eine Art Rotary direkt euren Hop unheimlich fein und sauber einstellen. Und das Ding, das funktioniert so perfekt, wie gesagt, habe ich noch nie was Geileres gesehen. Denn selbst wenn ihr jetzt am Schießen seid
und ihr merkt dann, oh, der ist vielleicht ein bisschen weiter weg, vielleicht gebe ich noch ein bisschen Hop drauf, ein bisschen Überhop, dann geht ihr einfach her, warte, ich drehe mich mal so her, dann geht ihr während des Spielens einfach her, legt den Daumen da vorne rein und habt direkt Kontrolle über euer Hop-Up. Und Leute, es lässt sich so butterweich und fein einstellen. Wie gesagt, absolut genial. Und ihr habt es vielleicht auch bei der grauen Version schon gesehen, selbst wenn ihr euch da ein Glas drauf knallt, mit Sonnenblende oder mit Extender letztendlich, kommt ihr hier seitlich trotzdem noch wunderbar an das Einstellrädchen vom Hop-Up ran. Bedeutet, ihr müsst nicht irgendwie einen Extender runterschrauben, ihr müsst nicht von oben irgendwie mit dem Inbus rein und dann rumdrehen. Nein, ihr habt die volle Kontrolle direkt hier vorne an dem Ding dran. Und wie gesagt, das funktioniert einfach perfekt. So, von den Hop-Up-Ergebnissen und von der Reichweite. So, ich habe mir ja damals bei der Archwig auch extra so mal so ein Lasermessgerät geholt. Auf 95 Meter mit 0,45 Gramm ist das Ding eigentlich perfekt. 95 bis 100 Meter Mannzielgröße, je nach Wind natürlich, aber eigentlich immer treffbar. Maximale Reichweite, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Dinge irgendwann nicht mehr gesehen. Bedeutet, wenn ihr einen Overhop oder ein bisschen Überhop einstellt, dann fliegen die Dinger locker 110 oder 120 Meter. Wie gesagt, ich sehe sie nicht mehr. Ich kann es auch nicht messen, weil ich weiß nicht, wo die Dinger runterkommen. So, aber bitte beachten, jetzt natürlich, das hört sich wieder super geil an, aber Leute, wir sind hier immer noch im Airsoft. Also ich erzähle euch jetzt hier auch nicht, dass ihr mit dem Ding irgendwie auf Scheiben schießt auf 100 Meter. Nein, wenn da irgendwo mal ein Windstoß kommt oder ein bisschen windig draußen ist, auf 100 Meter, auch dann kann das Ding natürlich mal um, keine Ahnung, 30 Zentimeter oder 50 Zentimeter abweichen. Letztendlich wie bei jeder anderen Airsoft auch. Aber gerade Reichweite und Präzision ist bei einem Federdruckmodell einfach ausschlaggebend. Wenn das Ding nicht perfekt schießt, die Reichweite nicht rausbekommt, dann bringt so ein Federdruckmodell absolut gar nichts. Dann könnt ihr euch eine HPA kaufen oder dann kauft ihr euch eine SAEG und schießt damit genauso. Wie gesagt, das ist beim Thema Federdruck ist es die Königsdisziplin und das ist eins der geilsten Hop-Up-Systeme, was ich jemals, wie gesagt, gesehen habe. Wir schauen es uns später im demontierten Zustand an, auch der ganze Aufbau, die Konstruktion, wie das alles gefräst ist, vor allem auch wie der Lauf arretiert wird. Mega geil, also nicht einfach nur Schrauben reingeknallt, mitten aufs Edelstahl drauf, sondern haben sie extra seitlich solche, ja, so CNC-Klemmen gefräst, letztendlich, damit der Lauf nicht verdrückt wird, damit er sauber arretiert wird. Wie gesagt, müsst ihr euch anschauen, habe ich so noch nie gesehen. Also wie gesagt, Energie perfekt, schön konstant alles, Hop-Up perfekt zum Einstellen, innovativ, geil. Dementsprechend wird das bereits hier im Fazit aufgenommen. Lass uns weitermachen mit den Allgemeininformationen. Sprechen wir das ganze Modell von vorne nach hinten durch und wie ganz am Anfang schon angesprochen, ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Bedeutet, wenn man sich das Ding so anschaut, ja gut, kennt man, nichts Besonderes. Wie gesagt, von der Qualität und von der Leistung, erste Sahne. So, fangen wir vorne an. Vielleicht zunächst mal, klar, das Rohr müsste auch so ein CNC-Rohr sein, auch hier so ein bisschen im Fluted Design. Ist okay, finde ich ansprechend. Und auch, was mir sehr gut gefällt, auch haben aber auch viele moderne Federdruckmodelle nicht wie früher noch, dass das Rohr hinten quasi dick ist, wie bei der Remington und dann nach vorne dünner wird, sondern ihr habt einfach so ein richtig schönes, dickes, massives Rohr, komplett gerade nach vorne raus. Auch die Aufnahme im Schaft von dem Rohr ist perfekt. Das zeige ich euch später noch mal in der Nahaufnahme. Bedeutet, das Rohr liegt perfekt in dem Schaft drin. Es wird richtig schön gerade geführt und gehalten und kann natürlich dann nicht irgendwie rumwackeln oder sowas. Logisch, wäre natürlich eine Katastrophe. Also perfekt, sehr, sehr geil. So, dann habt ihr hier vorne, das können wir vielleicht mit ein bisschen Kraft mal aufschrauben. Bedeutet, wir haben hier vorne so eine Zentrierung drin in dem Rohr letztendlich. Und hier wird dann auch später der Inner nochmal zentriert. Bedeutet, das ist auch so ein CNC-gefrästes Endstück letztendlich. Habt ihr da vorne eben das Adaptergewinde, falls ihr nochmal Schalldämpferattrappen zusätzlich montieren wollt. Und die passt eben dann auch an den kurzen Outer hin, diese Zentrierung. Wie gesagt, auch hier aus Aluminium und auch hier schön eben der Durchgang perfekt für den Inner und mit einem O-Ring drin. Bedeutet, der Inner steht direkt hier vorne schön plan und bündig an der Kappe an. So, und das ist aber nicht die einzige Laufzentrierung, denn auch hier müssen wir uns später im ausgebauten Zustand anschauen, geht Begadi wieder einen Schritt weiter, denn ihr habt bei den einzelnen Laufzentrierungen, ihr habt da nochmal 2 Stück drin, quasi im Rohr, und dazwischen habt ihr so Abstandshalter, bedeutet,
Wenn wir hier mal dran ziehen, bedeutet, es geht hinten bei der Hop-Up-Kammer los, wo der Lauf schon mal perfekt arretiert wird. Kommt der Lauf raus oder der Inner letztendlich, dann habt ihr so einen Abstandshalter, dann kommt die erste Laufzentrierung, noch ein Abstandshalter, noch eine Laufzentrierung, noch ein Abstandshalter und dann aber wird das nach vorne draufgeschraubt, dann wird er hier nochmal zentriert und wenn ihr das alles dann so zusammenschraubt, dann habt ihr eine Einheit. Bedeutet auch diese Abstandshalter sind so passgenau, dass die euch nicht irgendwie da innen drin rumschwabbeln oder rumklappern können. Also hier von der Laufführung oder von der Laufzentrierung, wie gesagt, eigentlich perfekt. Wüsste ich selbst nicht, wie man das hätte besser machen können. Und wie gesagt, wenn ihr das Ding dann reinschraubt, dann drückt ihr das alles kräftig zusammen. So, und dann wird der Lauf eben oder der Inner hier vorne schön bündig geführt und gehalten. Also das ist super. Auch vom Übergang hier vorne wunderbar, von der Größe, das Rohr eben, von der Qualität. Wie gesagt, einmal perfekt. So, dann eben der Schaft. Und der Schaft ist letztendlich, wie gesagt, so ein ganz normaler Remington-Schaft, wie man es eigentlich kennt. Aber auch hier wieder modernisiert oder ein bisschen umgemodelt. Bedeutet, der Teil hier ist nahezu identisch wie bei einer normalen VSR, also schön schlank gehalten, nicht zu fett, nicht zu wulstig, aber das Ganze kombiniert mit einem sehr modernen Verschlussgehäuse. Bedeutet nicht einfach nur so ein rundes Zinkgussteil, sondern komplett CNC gefräst, so ein bisschen kantig gehalten, ein bisschen eckig gehalten. Wie gesagt, mit so Phasen oder so Schrägen, finde ich schön, passt wunderbar zusammen. So, aber nochmal zurückzukommen zum Schaft. Ihr habt hier vorne also ein M-Lock-System. Einmal dran aus Aluminium, CNC gefräst. Könnt ihr halt noch Rails dran montieren oder ihr macht euch solche Abdeckungen drauf, wie ich bei meiner grauen Version oder Österreicher Schweizer. Ihr macht euch ein Lasermodul hin, wenn das halt dürft. Also seid hier auch wieder, wenn ihr noch weiteres Zubehör montieren möchtet, wieder sehr flexibel letztendlich. Es gibt, glaube ich, auch Zweibein zum Beispiel für M-Lock, bedeutet, ihr könnt euch auch hier direkt ans M-Lock euer Zweibein seitlich ran montieren. Dann klappt es hier nach vorne letztendlich seitlich hoch und wieder runter und eben nicht hier unten dran. Auch hier müssen wir uns später das Ganze im demontierten Zustand anschauen, denn diese Halteschrauben für das M-Lock, die werden jetzt nicht einfach nur in so eine Kunststoff-Gewindebuchse reingeschraubt und könnten dann irgendwie rausreißen, sondern die Schrauben gehen in eine Stahlbuchse rein, die wiederum ist mit einem Kunststoff verpresst. Die Schraube geht aber gleichzeitig auch noch komplett durch und wird von innen auch nochmal mit einer Mutter gekontert. Also da könnt ihr, keine Ahnung, da könnt ihr dran bauen, was ihr wollt, da könnt ihr ziehen, das löst sich auf keinen Fall. So, und im unteren Bereich habt ihr bei meiner grauen schon gesehen, hier vorne diese ganz normale Aufnahme für ein Zweibein müsste, ist es Harris-Aufnahme oder wie nennt man die eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Also kennt ihr, klassische Aufnahme hier unten, diese Öse dran für zum Beispiel Zweibein oder wenn ihr kein Zweibein montieren möchtet, gibt es auch hier für diese Öse Aufnahme für einen Trageriemen, also so einen großen, ja, so eine große Klemme letztendlich, wo dann einen Trageriemen hier unten noch dran befestigen könntet. Oder wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, ihr könnt auch Aufnahmen hier seitlich einfach ins M-Lock dran schrauben für euren Trageriemen. So, dann haben wir hier oben eben dieses geile Hop-Up-System, wie vorhin schon angesprochen. Auch hier CNC gefräst, das Einstellrädchen, schöne Skala drauf gelasert und es lässt sich einfach, schaut euch das an, Alter, das lässt sich sowas so geil einstellen. Also wie gesagt, habe ich so noch nie gesehen, sehr, sehr innovativ, sehr, sehr geil und funktioniert einfach perfekt. Mega Hop-Up-System, Hammer. So, wie gesagt, Receiver auch komplett CNC gefräst, also kein Zinkguss, kein Aluguss, sondern komplett CNC gefräst aus einem Klotz Alu letztendlich und oben auch die Pick Rail oben drauf mit 145 mm ist ebenfalls komplett gefräst. Das merkt man auch, wenn man mit dem Finger drüber fährt, die ist halt ein bisschen scharfkantiger. Wäre das Ganze ein bisschen runder oder ein bisschen smoother, dann ist das Ganze meistens gegossen. Also auch hier vollständig CNC gefräst. Und auch sehr schön im Vergleich zu anderen VSR-Modellen oder zu ähnlichen Modellen. Die Pick Rail wird jetzt hier nicht wie üblich mit 2 oder 3 Schrauben befestigt, sondern mit 4 Schrauben. Bedeutet auch, wenn ihr ein bisschen ein schwereres und massiveres Glas draufschraubt, hält das Ganze ohne Probleme. Auch der Receiver ist von der Materialstärke hier oben ein kleines bisschen dicker wie Standard VSR Receiver und dementsprechend sind auch die Schrauben länger. Bedeutet, ihr geht da nicht nur einfach in 2 mm Gewinde rein, sondern ihr schraubt halt die Schraube 5 mm tief oder 6 mm tief in den Receiver rein. Also hier oben auch von der Haltekraft wirklich perfekt.
Kammerstängel habt ihr gerade bei der grauen Version auch schon gesehen, ist komplett aus Aluminium CNC gefräst, beziehungsweise das Teil hier ist aus Alu und da gibt's eben diesen längeren. Bedeutet, wenn euch der zu kurz ist oder ihr größere Hände habt oder mit dicken Handschuhen spielt, könnt ihr eben hier ganz einfach den etwas längeren und größeren ranmachen. Da ist letztendlich einfach nur so eine fette Schraube drin mit so einem, ja, mit so einem Klemmring, also so ein Ring quasi mit lauter so Kerben drin, damit er sich festkrallt. Wird hier einfach festgeschraubt, macht die Schraube raus, steckt den anderen drauf, schraubt es wieder ordentlich fest und dann habt ihr halt einen längeren Kammerstängel. Auch das Klicksystem, wie gesagt, ist sehr definiert und hält auch problemlos. Bedeutet, auch wenn das Ding hochgeklappt ist und ihr da drauf klopft oder sowas, das klappt euch jetzt nicht irgendwie runter oder sowas oder ist schwappelig oder schwammig. Nee, das ist richtig schön definiert und funktioniert einwandfrei. So Leute, weiterer Punkt, wenn ihr euch jetzt mal das Ding auf der anderen Seite anschaut, ein weiterer großer Vorteil bei der BSR ist die Auslegung für Linksschützen. Bedeutet, ihr seht letztendlich, hier hat der Receiver, ist links und rechts exakt identisch. Bedeutet, wenn ihr Linksschütze seid, könnt ihr jetzt auch einfach hergehen, löst hier hinten 2 Schrauben, dreht den Kammerstängel einfach auf die andere Seite, schraubt es wieder fest und dann repetiert er halt auf der anderen Seite drüben. Bedeutet hier das Ganze für Linksschützen ummontierbar oder umbaubar, sehr einfach und blende ich euch dann gleich im Anschluss ein, wie ihr das quasi ummontieren könnt. So, wie gesagt, vollständig ambidex oder zweihändig, denn auch hier unten hat die BSR eine sehr, sehr geile Sicherung drin. Bedeutet, egal ob ihr Links- oder Rechtsschütze seid, ihr könnt hier unten direkt reinlangen, Klick, dann ist das Ding sicher. Ihr drückt es mit dem Finger wieder vor, ist das Ding wieder scharf. Und das, wie gesagt, das auf beiden Seiten letztendlich nutzbar. Ihr müsst auch nicht mit der Fingerspitze, ihr könnt auch einfach da oben mit der Kante dann rangehen und schiebt einfach diesen Schieber hier innen drin im Abzugsbügel einfach hin und her. Das ist eure Sicherung. Und wie gesagt, die ist von links wie auch von rechts nutzbar. Und auch habt ihr dann hier innen drin ausreichend Platz, auch mit dickeren Fingern oder mit Handschuhen, wie gesagt, damit ihr nicht da oben irgendwie an dem Hebel hängen bleibt. Wie gesagt, da ist genügend Platz im Abzugsbügel vorhanden, denn den haben sie hier vorne ein kleines bisschen weiter runtergezogen. Seht ihr? Der ist also nicht so abgerundet, sondern geht eher gerade nach unten, damit ihr hier ausreichend Platz habt. So, jetzt da kommen wir abschließend zum Schaft. Und wie gesagt, das ist wirklich, der ist einfach geil. Der ist einfach geil. Der gesamte Schaft ist vermutlich auch irgendwie aus Polyamid gefertigt, gehe ich zumindest davon aus. Also kein ABS, aber entweder mit so viel Glasfaseranteil drin oder es ist irgendeine besondere Art Polyamid, ich weiß es nicht. Aber das Ding ist absolut brutal solide und von der Oberfläche her einfach Monster. Bedeutet, die ganze Knifte oder der ganze Schaft hat überall so eine ganz leichte Struktur drin. Nicht so gummimäßig, wie man es von ABS kennt, dass es sich irgendwie abnutzt. Nein, sondern er ist einfach schön auftexturiert, schön griffig, fühlt sich hochwertig an. Aber das Material ist brutal hart. Wie gesagt, ich zeige es euch später nochmal im demontierten Zustand. Selbst hier, wo der Schaft ein bisschen dünner wird, sage ich mal so Materialstärke vielleicht noch 3-4 mm und ihr versucht den Schaft zusammenzupressen, keine Chance. Ihr habt keine Chance, das Ding ist so brutal solide, das ist einfach ein Monsterklopper. Auch hier hinten übrigens, gell, wenn ihr da mal drauf prügelt auf das Ding, da klappert nichts, da scheppert nichts, das hört sich einfach an, als wäre der ganze Schaft, als wäre das einfach alles ausgegossen. Genau so hört er sich an. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Material sich zusammensetzt, aber das ist einer der solidsten und geilsten Schäfte, den ich bis jetzt gesehen habe. Wie gesagt, ihr könnt das Ding runterschmeißen, ihr könnt es als Speer verwenden, scheißegal. Der Schaft ist das Letzte, was diesen Planeten verlassen wird. Nee, also wirklich geil. Sehr, sehr solide, schön, auch von der Qualität her wunderschön. Die Gussnähte natürlich sichtbar, aber nicht spürbar, auch hier unten drin. Könnt auch mit dem Fingernagel drüber fahren. Kein Versatz irgendwie drin. Es fühlt sich einfach mega an. Und wie gesagt, der Schaft ist der Hammer. So, Aufnahmetrageriemen habe ich euch schon gezeigt, auch beim Lieferumfang, dass ihr die gummierte Schaftkappe noch länger machen könnt. Jeweils 15 mm, insgesamt 30 mm habe ich euch auch gezeigt. Und abschließend hat man dann hier eben auch noch eine einstellbare Wangenauflage.
So, und auch da hat jemand mitgedacht, denn egal wie groß ihr seid, egal welches Glas ihr drauf habt, egal welchen Augenabstand ihr braucht, ist die Wange ausreichend groß. Bedeutet, wer ein bisschen größer ist und ist eher hier, weil er einen großen Augenabstand braucht, ja, ihr habt hier hinten noch eine Wangenauflage. Seid ihr kleiner, müsst ihr näher hin, ja, ihr habt auch hier vorne eine Wangenauflage. Bedeutet, es ist egal, ob welches Glas ihr habt. Ihr habt hier hinten einfach ausreichend Platz auf der Wange und nicht einfach nur so eine kleine Wange, wo ihr dann nicht verschieben könnt. Dann müsst ihr immer gucken, dass ihr irgendwie auf der Wange auflegt. Nein, ist ausreichend groß. Und wie gesagt, hier seid ihr habt auch so eine fette Schraube dran. Da könnt ihr eben die gesamte Wange auch stufenfrei in der Höhe letztendlich einstellen. Also wenn ihr recht hoch müsst, wegen am Glas oder so, könnt ihr auch einfach die Wange hochziehen, die Wangenauflage, und dann liegt sie halt, ja, dann legt er halt ein bisschen weiter oben an. Ich für meinen Teil und für Medium-Montageringe habe das Ding komplett einmal unten. Und auch die Wangenauflage ist übrigens aus dem gleichen geilen Polyamid-Kunststoff gefertigt, ist auch so ganz gleich auftexturiert oder strukturiert, fühlt sich hochwertig an, flutscht einwandfrei, kratzt nicht oder sowas und sitzt auch komplett bündig an dem Schaft dran. Also auch hier von der Verarbeitung, von den Toleranzen einfach perfekt umgesetzt. So Leute, dann lasst uns kurz weitermachen mit dem Kapitel Repetieren und warum ich das Ganze später auch als Pluspunkt oder sehr positiv ansprechen werde. Habe ich bei den technischen Daten, habe ich es euch auch schon gesagt, die Kombination aus Zylindergröße, Qualität des Zylinders, Volumen, Lauflänge, Qualität des Laufes macht sich bei diesem Modell unheimlich stark bemerkbar. So, ich demonstriere es euch mal ganz kurz. Bedeutet, da sind jetzt 0,45 Gramm BBs drin. Ganz normal hier vorne rein für ein VSR-System. Und jetzt schaut euch bitte mal an bei 2,8 Joule out of the box, wie das Ding zum Repetieren geht. Seht ihr das? Zack, batz. Aufziehen, batz. Das Ding geht so leicht zum Hinterziehen und so leicht zum Repetieren. Hatte ich so noch nie gesehen. Da kratzt nichts, da hakt nichts, die Gleitringe passt alles wunderbar. Jetzt habe ich lauter BBs vorne in die Hop-Up-Kamera reingedrückt, ne? Durch mein Hin- und Hergeschiebe. Naja, gut, hauen wir die mal kurz raus. Ja, das waren 2 BBs, das sollte man nicht machen. Aber wie gesagt, das wird heute einfach ein riesen Pluspunkt, denn wer einfach schon öfters mal ein Federdruckmodell gespielt hat oder selbst wenn ihr bloß mit dem Ding blinkt auf Dosen schießt oder irgendwo auf Scheiben im Schützenverein oder whatever, wenn ihr da eine Knifte habt, die einfach schwer zum Repetieren geht, dann ist es am Anfang von dem Magazin, ist es wurscht, da repetiert er halt 3, 4, 5, 10 Mal, ist je nach Oberarm natürlich. Aber wenn ihr das mal einen ganzen Tag macht und durch das Ding vielleicht mal, keine Ahnung, 100, 200 Schuss durchdrückt, das merkt man einfach im Oberarm. Und wer halt nicht jeden Tag in die Muckibude rennt, wird sich einfach über dieses Modell entsprechend unheimlich freuen, weil es ja einfach so butterleicht zum Repetieren geht und dennoch genauso viel Energie rausbekommt wie andere Modelle, die deutlich schwerer zum Durchladen geht. Ich lehne mich heute sogar so stark aus dem Fenster, dass ich behaupte, das Ding geht sogar leichter zum Durchladen wie eine Silverback, also wie eine SRS. Und das ist eigentlich so das Modell, was mir bekannt ist, was immer sehr leichtgängig ging. Also eine SRS, Bullpup-System, kurz zurück, zack, butterweich, wunderbar, hat auch einen großen Zylinder natürlich drin. Und genauso leicht oder vielleicht sogar noch leichter geht das Modell mit 3 Joule. Also das ist einfach, wie gesagt, das ist einfach alles wunderbar von der Technik miteinander kombiniert und auch die Toleranzen von den Gleitringen, das passt alles aufs Zehntel genau. Ihr habt auch, wenn ihr durchladet und ihr drückt den Zylinder ein bisschen schräg, wartet mal, ich versuche es euch mal zu demonstrieren, bedeutet selbst, wenn ihr nicht komplett gerade nach hinten zieht, sondern von mir aus ein bisschen schräg, da kratzt nichts, da hakt nichts, sondern das läuft einfach butterweich. Schieß mal ein bisschen semi. Ne, wie gesagt, also das wird heute ein Pluspunkt. Alles schön smooth, schön leichtgängig, Toleranzen, tippitoppi, würde ich sagen. Und daher wir jetzt noch ein paar BBs drin haben im Magazin, lasst uns auch gleich weitermachen mit einem kleinen Lautstärke-Vergleich. Denn da muss ich sagen, da war ich von dieser Archwick, sehr begeistert, denn die hatte hier vorne eben so einen integrierten, ja, so eine integrierte Schalldämpferattrappe. Bedeutet, die hatte zwar einen sehr kurzen Lauf und für den Federdruck eigentlich einen zu kurzen Lauf, aber das haben sie geil gemacht gehabt, denn hier vorne
war integriert ein bisschen ein Schaumstoff und dadurch war die Archwick auch mit 2,8 Joule relativ leise. So, jetzt vergleichen wir mal, jetzt feuern wir oder jetzt geben wir mal ein paar Schüsse ab mit der Knifte, so wie sie out of the box kommt, ohne Schalldämpferattrappe. Und dann zeige ich euch nochmal die graue Version von mir mit Schalldämpferattrappe. Denn auch das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied. So, zunächst aber mal von der Grundlautstärke letztendlich genauso wie andere vergleichbare Federdruckmodelle. Also ob ihr jetzt da eine SSG 10 zum Beispiel, die A2 oder eine SSG 96 hernehmt oder eine TEC 41 von Silverback oder eine Mod 24, die sind eigentlich alle relativ gleich, denn alle haben einen relativ fetten Pistenhead aus Gummi drin. Und genauso ist es auch bei dieser BSR1, bedeutet das auch so ein Pilzkopf-Pistenhead drin, wie man so ein Silverback kennt, mit so einer aufpustenden Dichtlippe letztendlich, zeige ich euch später. Und auch dieser, wie gesagt, dieser reduziert natürlich den Aufprall ein bisschen. Dennoch sind es natürlich knapp 3 Joule, was in dem Ding drin ist. Also wer erwartet, dass man ohne Airbrake total leise wird, dem muss ich leider sagen, das funktioniert nicht. Das bedeutet, je mehr Energie in der Airsoft drin ist, desto lauter ist sie auch. So, wir vergleichen jetzt dennoch mal. Wir werden aber auch, muss ich auch wieder dazu sagen, man wird wahrscheinlich in den beiden Mikrofonen den Aufprall von dem Karton auch wieder ein bisschen raushören. Das lässt sich leider hier unten nicht vermeiden. Also, laden wir mal durch, hören wir uns das Ding mal an. So, also ganz normal out of the box. Wie gesagt, sie ist nicht brutal laut, aber die Archwick war leiser aufgrund des integrierten Schalldämpferattrappe, Hat das Modell natürlich nicht. Aber wie gesagt, von der Lautstärke, sie knallt auch nicht unheimlich laut, wie jetzt bei anderen, etwas günstigeren Modellen, so Well oder sowas. Das können wir natürlich nicht vergleichen. Also hier, wie gesagt, nicht zu laut, aber die Energie nimmt man natürlich wahr. So, und jetzt hören wir uns das Ganze mal bei meiner grauen Variante an mit dem vorne verbauten Schalli. Also, auch hier noch ein paar BBs drin, 0,45 Gramm. Und wie vorhin schon angesprochen beim Zubehör, wie gesagt, letztendlich der Inner genauso lang, gleiche Energie, 2,8 Joule. Wir nutzen letztendlich nur den kleinen vorderen Bereich von diesem Supersonic mit ein bisschen Schaumstoff. Das sind so circa vielleicht 6 cm oder so. Und das ist schon ausreichend. Also ihr braucht nicht unbedingt immer viel Schaum da vorne drin. Ein kleines bisschen ist schon ausreichend. Also vergleichen wir mal. Und seht ihr das? Ich könnte es den ganzen Tag machen. Wie gesagt, das Ding geht so geil zum Repetieren und zum Durchladen. Mega, mega geil. Aber ihr habt auch gehört, natürlich diese 6 cm Schaumstoff da vorne drin, die bringen ein kleines bisschen was. Aber wie gesagt, vorhin schon angesprochen, ich finde, das ist einfach eine absolut geniale Kombination. Ihr habt einfach den Vorteil, bisschen Schaumstoff, Lautstärke wird reduziert, aber dennoch langer Inner, viel Energie drauf, butterweich zum Repetieren. Genau so muss es. So Leute, und dann lasst uns noch kurz auf das Thema Abzug und Ergonomie eingehen. Denn wenn ihr euch den Schaft eben anschaut, das mit der Wange habe ich euch gerade schon erklärt, sehr lang gezogen, egal wie groß ihr seid von der Körpergröße, egal welchen Augenabstand ihr von dem Glas braucht, also ob ihr näher hin müsst oder weiter weg müsst, ihr habt hier hinten ausreichend viel Platz. Ihr könnt nah hingehen, ihr könnt den Schaft hinten verlängern. Wenn ihr weiter hinten seid, ihr habt immer die Wange. Also ihr habt hier keine Limitierung von der Länge her. Ihr könnt es in der Höhe einstellen, gerade schon gezeigt. So, worauf ich aber jetzt noch eingehen möchte, ihr seht, die BSR ist vom Griff ähnlich wie die Remington, bedeutet auch hier wird der Schaft hinten schön schlank. Ihr habt hier diese Mulden drin für den Handballen zum Reinlegen,
aber das Griffstück weicht dennoch ein bisschen ab. Bedeutet, ihr habt ganz normal hier oben den Standardradius, aber nach unten wird es eher im 90 Grad. Und dann habt ihr hier diesen, wie nenne ich das jetzt, diesen Versatz oder diesen kleinen Versatz hier raus. Und ich denke, das wird gerade für Spieler interessant sein, die eher 90 Grad bevorzugen vom Griffstück. Denn natürlich, ihr müsst jetzt nicht hergehen und müsst jetzt unbedingt das Ding hier oben im Radius greifen. Also so ist man normalerweise gewohnt, passt, kann man Handballen schön reinlegen, von der Ergonomie her perfekt. Ihr könnt aber auch hergehen, wenn ihr jetzt 90 Grad Systeme gewohnt seid und zieht die Hand einfach runter und legt euren kleinen Finger hier unten in diese Wulst rein. Und dann hebt ihr das Ding einfach im 90 Grad und kommt immer noch perfekt an den Abzug ran, kommt perfekt oben an die Sicherung ran. Also hier für jeden, je nachdem wie man es bevorzugt, eigentlich super umgesetzt. Seid ihr eher 90 Grad Spieler, wie gesagt, greift das Ding hier unten, einwandpfiffig, legt einen Daumen hier oben schön rein. Es greift sich, egal wie, greift sich einfach perfekt, muss man sagen. Also für jeden eigentlich von der Ergonomie her in Ordnung. So, und dann seht ihr auch im Vergleich zum Beispiel zum Maple Leaf MLC ist der Schaft im vorderen Bereich deutlich schlanker gehalten. Bedeutet, ihr habt nicht wie beim MLC diese fette Wulst da vorne raus, dass sich das ganze Gewehr vorne so wulstig greift oder so breit greift, sondern eher schön schlank gehalten. Und zusätzlich habt ihr links und rechts noch diese Mulden hier einmal drin, wo ihr einfach perfekt beim Griff vorne zum Beispiel den Daumen reinlegen könnt und auf der anderen Seite die Fingerspitzen reinlegen könnt. Also das ist vom Griff her und von der Ergonomie ist es perfekt. Und wie gesagt, zum Hop-Up einstellen, vorgreifen, Daumen, zack, drehen, einwandfrei. So, jetzt dann eben noch kurz zum Abzug. Ich habe noch ein paar BBs drin. Der Abzug ist im Vergleich zu anderen Modellen auch noch ein bisschen anders. Bedeutet, wo ihr im Regelfall zum Beispiel bei den Modify-Kniften habt ihr ja immer den Sear, der quasi so wegklappen könnt. Ihr habt den Abzug, den ihr nicht im Winkel rotiert, sondern den ihr nach hinten zieht letztendlich. Und hier kombiniert die Abzugsgruppe alles ein bisschen oder beide Vorteile. Bedeutet, Abzugsgruppe ist eher angelehnt an das Bulltrick-System, also 90 Grad Sear, der hoch und runter fahren kann. Dann aber gleichzeitig nicht, dass es dann drüber rutscht und wegklappt sozusagen, sondern ihr zieht den Sear direkt. Und dadurch ist der Abzug unheimlich direkt und knackig. Bedeutet, er ist nicht zu schwammig, dass ihr einfach zieht und zieht und zieht und dann bricht er halt irgendwo der Schuss, sondern ihr seid direkt im vorderen Bereich dann am Druckpunkt. Und dadurch ist der Abzug unheimlich kurz. Bedeutet, ihr zieht da vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Millimeterchen und der Schuss bricht. Gleichzeitig aber auch nicht zu weich jetzt, dass wenn euch das Ding im gespannten Zustand mal runterfällt, dass sich irgendwie der Schuss lösen kann, sondern ihr habt einfach ein gewisses Abzugsgewicht drin. Ich schätze jetzt einfach mal so vielleicht 1 Kilo oder 1,2 Kilo, also eher vergleichbar mit einer Scharfwaffe oder mit einer GBB, wo ihr einfach auch einen Druckpunkt habt. Ihr zieht, klick, batsch, Schuss bricht. Genauso ist der eben umgesetzt. Bedeutet, wir repetieren mal durch. Wie gesagt, BBs müssten noch drin sein, wenn wir bloß mal zielen. Wie gesagt, ihr habt im Abzug, wenn ihr das sehen könnt, ihr habt kein Spiel. Warte, machen wir mal vielleicht so. Ihr habt hier kein Spiel drin, seht ihr? Aber der Abzug ist jetzt auch nicht so schwammig, dass jetzt irgendwie sofort der Schuss bricht, wenn ihr da ein bisschen rankommt. Sondern weil der Abzug einfach so kurz ist, hat er ein bisschen, ja, ein höheres Abzugsgewicht, dass, wie gesagt, wenn das Ding mal runterfällt, nicht, dass sich dann aus Versehen der Schuss löst. Das darf natürlich nicht passieren. Aber wie gesagt, ihr legt dann Finger rein, klack. Ihr habt wirklich, wenn es hochkommt, keine Ahnung, vielleicht so 2, 3 Millimeterchen vom Abzugsweg her. Also das ist, wie gesagt, schön definiert, ganz klarer Druckpunkt, klack, batsch, der Schuss bricht. Wie gesagt, auch hier wieder ein bisschen anders umgesetzt wie andere Systeme, die man bereits kennt. So Leute, und bevor es dann gleich weitergeht mit der Verarbeitungsqualität und mit den Nahaufnahmen, noch kurz ein oder zwei Punkte zum Thema Magazin. Ich habe es euch ganz am Anfang angesprochen bei der technischen Seite. Ich meine, daher, wenn man sich die Qualität von dem Schaft anschaut, die Materialzusammensetzung, wie hochwertig sich das alles anfühlt, müsste der Schaft rein theoretisch vielleicht von Modify kommen, denn auch diesen grünen transparenten Kunststoff kennt man eigentlich von Modify.
So, wie gesagt, das sind 2 Magazine im Lieferumfang enthalten und es sind letztendlich ganz normale VSR-Magazine. Hier aber leider ein Punkt, den ich auch im Fazit ansprechen werde. Die Magazine funktionieren super, natürlich. Das Ding feedet ohne Probleme, die springen euch auch wunderschön vorne raus. Also ihr müsst auch nicht vorne jetzt irgendwie reingreifen und die Magazine rausziehen. Nein, ihr drückt da vorne auf den Knopf und die springen euch und fallen euch in die Handfläche rein. Also das ist auch alles von der Passgenauigkeit und vom Fitting ist es alles perfekt. So, was habe ich auszusetzen? Die Magazine sind leider nur Single Stack. Bedeutet, die BBs, ihr bekommt genau halt eine Reihe BBs rein und dadurch passen halt hier gerade, was heißt gerade mal, im Regelfall langt's aus, aber es sind 30 Schuss. Wenn ihr euch VSR-Magazine von anderen Herstellern anschaut, da gibt's mittlerweile aber auch Double Stack. Bedeutet, da werden einfach die Kugeln ja, nebeneinander sozusagen geführt und da bekommt ihr einfach mehr Schuss rein. Ich glaube 50 oder so oder 55, weiß ich nicht mehr genau. Wie gesagt, das wäre der einzige Punkt, wo ich sage, da hätte Begadi noch ein bisschen optimieren können. Warum er jetzt hier Single-Stack-Magazine beilegt anstatt Double-Stack, finde ich ein kleines bisschen schade. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es nichts auszusetzen. Es ist auch letztendlich nur ein Neutralpunkt, denn 30 Schuss in einem Federdruckmodell langt auch in der Regel aus. Was ich euch jetzt leider nicht sagen kann, die Magazine sind vom Fitting perfekt. Wie gesagt, die Originalmagazine, ihr habt 2 Stück dabei, ihr drückt auf den Knopf, die springen euch in die Handfläche rein, ihr müsst nicht dran ziehen oder so, das passt alles wunderbar. Wie es jetzt allerdings bei anderen Magazinen aussieht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt leider keine anderen da. Also ob da jetzt Maple Leaf Magazine reinpassen, ob da Norwich Magazine reinpassen oder JG Magazine oder Action Army, keine Ahnung. Der Axel hat mir im WhatsApp geschrieben, der hat ja wie gesagt die FDE-Variante zum Testen. Er hat Action Army bei sich probiert, da fehlt ungefähr 0,1 mm. Bedeutet, die Action Army Magazine, da ist irgendwie hier vorne die Kante minimalst ein kleines Fitzelchen zu weit oben. Und dadurch bekommt er die nur rein, wenn er die vordere Schraube nicht komplett festknallt. Dann funktionieren die auch super. Man könnte jetzt, oder unsere Überlegung war, wer jetzt schon Action Army Magazine zu Hause habt, man kann auch unter diesem CNC-gefrästen Hopperblock da oder dieses Block da, der das alles zusammenhält, könnte man vielleicht auch einfach 1, 2 Lagen Tape unten drunter machen, dass wenn man die Schraube festknallt, dass der nicht komplett zusammengezogen wird. Und da müsst ihr letztendlich nur ein Zehntel rausholen. Und dann funktionieren laut Axel eben auch Action Army Magazine. Ob andere passen, wie gesagt, Maple Leaf, habe ich leider keine Ahnung. Wenn ihr das Ding euch kaufen solltet und ihr habt andere VSR-Magazine, gern mal kommentieren, was da letztendlich dazu kompatibel ist. Dann pinne ich es auch oben wieder an für zukünftige Zuschauer. So Leute, Verarbeitungsqualität und Passgenauigkeit werden wir heute ein bisschen anders machen, denn ich zeige euch jetzt in der Nahaufnahme bloß mal ganz kurz so die wichtigsten Punkte oder die ich als wichtig empfehle. Und wenn wir jetzt dann gleich anschließend das ganze Modell auseinanderbauen, da zeige ich euch einfach nochmal jedes Bauteil im Detail. Denn wie gesagt, an dem Teil ist alles CNC gefräst und das müssen wir uns im Detail dann wirklich im demontierten Zustand anschauen. Auch von der Konstruktion, wie das alles ineinander greift und konstruiert ist, wirklich Hammer. So, worauf ich jetzt aber eingehen möchte, kurz in der Aufnahme, möchte ich nochmal kurz auf das Hop-Up eingehen. Wenn ihr mal vorne her schaut, jetzt in der Nahaufnahme, könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Vorhin schon lang drüber gesprochen, eigentlich das beste Hopper, was man aktuell so auf dem Markt findet. Schöne Skala drauf. Ihr habt dann auch hier hinten so einen Anhaltspunkt an diesem CNC gefrästen Rädchen. Das Rädchen ist schön gefräst, so kleine Vertiefungen drin. Und ihr kommt da einfach seitlich mit dem Daumen, ihr kommt da wunderbar hin. Und schaut mal bitte, wie geistig das einstellen ist. Wie präzise, wie fein. Es ist ein schöner Widerstand drauf, aber nicht zu straff, dass es irgendwie hakelig wird. Nein, es lässt sich kontinuierlich richtig fein und sauber einstellen. Wie gesagt, Hop-Up ist einfach der absolute Hammer bei dem Teil. Mega, haben sie geil gemacht. So, dann hier ist gut seitlich eben diese M-Lock-Position, auch die aus Alu, aber auch von der Konstruktion schauen wir uns dann an. Wie gesagt, nicht einfach nur die Schrauben jetzt in Kunststoff reingeballert, wie bei Maple Leaf, sondern komplett durchgängig, innen nochmal gekontert mit einer Stahlmutter. Also wie gesagt, mega solide konstruiert. Das ist einfach alles tippitoppi. Und dann im zusammengebauten Zustand vielleicht noch kurz ein Blick auf den Receiver oder auf das Verschlussgehäuse hinten.
Auch hier, wie gesagt, komplett CNC gefräst, das ganze Teil in so einem schön modernen Design. Nur hier eben diese Staubschutzabdeckung, nenne ich es einfach mal. Ja, das ist schön für Spieler, die einfach nicht putzen wollen, damit das Ding halt sauber bleibt innen drin. Ich persönlich finde es aber von der Optik fast ein bisschen störend. Also von meiner Meinung nach hätten sie sich das auch gerne sparen können. Aber vorhin schon kurz angesprochen, wollt ihr das nicht haben, weil ihr es auch hässlich findet, schraubt da oben die Pick-Rail kurz ab, nach oben weg. Dann könnt ihr einfach diese Abdeckung oder diese Dreck- oder Staubschutzabdeckung einfach wegmachen. Dann seht ihr halt innen drin den Edelstahlzylinder. So, wie gesagt, hier alles von der Verarbeitungsqualität tipptopp. Hier vielleicht noch kurz in der Nahaufnahme den Abzug und die Sicherung. Habe ich euch zwar vorhin auch schon gezeigt, aber vielleicht in der Nahaufnahme noch mal ganz kurz. Bedeutet hier schöner Abzug, ganz leichter Winkel nur, also nicht so stark abgerundet. Und wie gesagt, ihr könnt das Ding eben im 90 Grad halten. Seid hier direkt unten am Abzug dran, habt sehr, sehr viel Gefühl da im Abzugsfinger, denn der Abzug ist auch schön lang nach unten. Wie gesagt, fühlt sich einfach richtig an. Und die Sicherung eben hier oben drin. Wie gesagt, ihr könnt nach oben fahren, könnt mit der Fingerspitze letztendlich die Sicherung bedienen. Oder aber, wenn ihr quasi auf scharf schalten wollt, einfach hochgehen mit dem Finger und das Ding einfach nach vorne drücken. Auch hier, wenn ihr Handschuhe anhabt, auch hier nicht zu glatt, dass ihr wegrutschen könnt, sondern auch hier dieser Sicherungshebel, der übrigens auch aus Stahl ist, der ist so ganz leicht, auch so kantig oder so ein bisschen scharf gehalten, damit ihr einfach immer volle Kontrolle habt. Und egal, ob ihr das Ding jetzt als Linksschütze betreibt oder ganz normal rechts, wie gesagt, Sicherung ebenfalls sehr innovativ und eben für Links- und Rechtsschützen umgesetzt. Also auch hier, wie gesagt, tippitoppi. So Leute, dann schrauben wir das Ding mal auseinander und schauen uns die Bauteile im Detail an. So Leute, dann geht's weiter mit der Demontage und mit den einzelnen Bauteilen, mit den Baugruppen, wie alles umgesetzt ist, von der Passgenauigkeit, von den Materialien, von der Qualität her. Denn hier kann die BSR definitiv punkten. Zunächst aber mal, ihr hört es ein bisschen an der Stimme, zum aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich leider noch ein kleines bisschen erkältet. Dementsprechend bitte ich diese Stimme etwas zu entschuldigen. So, wir fangen erstmal an. Ich zeige euch jetzt zunächst mal, wie ihr diese Schutzabdeckung abbekommt. Habe ich euch vorhin schon erklärt. Bei der BSR habt ihr hier über dem Zylinder nochmal so eine Art Staubschutzabdeckung letztendlich dran, die ihr optional aber auch entfernen könnt. Bedeutet, wenn ihr unbedingt den Zylinder sehen wollt im inneren Bereich, dann könnt ihr die einfach wegmachen. Und hierfür müsst ihr letztendlich nur diese 4 oberen Schrauben von der Picatinny letztendlich einmal anlösen. Und ihr müsst auch nicht komplett losschrauben, sondern das langt, wenn ihr die so circa 2 Millimeterchen ein kleines bisschen öffnet. Und dann könnt ihr nämlich die gesamte Picatinny-Schiene hier oben ein bisschen nach oben ziehen und entsprechend diese Abdeckung eben entfernen. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen Geschmackssache, je nachdem, wie ihr es empfindet. Also wie gesagt, ihr könnt einfach hier Picatinny dann ein bisschen nach oben und dann wird die einfach hier oben reingeklipst. Bedeutet, ihr habt, warte mal, ich kann euch das vielleicht sogar zeigen. Ihr habt hier oben an der Picatinny letztendlich wie so eine Art Nut- und Federsystem dran. So, haben wir jetzt dann gleich alle? So, jetzt da. So, schauen wir mal, dass die Schraubis nicht rausfallen. Obwohl, die sind alle gleich lang, von daher ist wurscht. Ne, die vordere ist ein bisschen kürzer, müssen wir aufpassen. Seht ihr hier unten, das ist auch alles komplett CNC gefräst. Und hier unten ist so eine kleine Nut eingefräst. Und dann habt ihr hier unten quasi ein Nut- und Federsystem. Bedeutet, das Ding hakt hier unten am Receiver dann quasi ein. Und zusätzlich dann eben hier oben nochmal an der Picatinny-Schiene. Und damit ist quasi der ganze Zylinder vor Verunreinigung und vor Schmutz letztendlich geschützt. Und wie gesagt, wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr das Ding einfach wegmachen. Dann aber wie bei Standard-Federdruckmodellen, dann würde ich sagen, fettet den Zylinder hier in der Lauffläche nicht. Würdet ihr den jetzt hier komplett einfetten, hier vorne sehe ich kein Problem, das ist alles okay vor dem Gleitring innen drin. Aber wenn ihr hier Fett auftragt, dann sammelt sich der ganze Schmutz, der Staub, wenn ihr spielt, sammelt sich ja alles im Fett. Und wenn ihr dann die ganze Zeit durchrepetiert, zieht ihr die ganze Zeit den Dreck in die Gleitringe rein. Das wollt ihr nicht. Also in diesem Fall Zylinder an der Stelle trocken lassen. Wenn ihr jetzt allerdings diese Abdeckung drauf habt, diese Staubschutz,
Abdeckung. Dann könntet ihr rein theoretisch den Zylinder komplett durchfetten und dementsprechend hier sicherstellen, dass eben das Fett kein Dreck anzieht. Euer Zylinder oder euer System bleibt dementsprechend sauber. So, dann schraube ich jetzt erstmal das Ding da wieder drauf. Wie gesagt, hier aufpassen, eine Schraube war ein bisschen kürzer. Das ist die hier vorne drin, die anderen 3 Stück sind letztendlich gleich lang. Dann können wir weitermachen mit der Demontage für eine Wartung oder für eine Reinigung. Geht letztendlich genauso wie bei einer Standard VSR. Bedeutet, so wie ihr das auch zusammengebaut habt, aus dem Karton raus, löst ihr erstmal die lange Schraube hier drin. Wie vorhin beim Lieferumfang oder bei der Montage schon angesprochen, da ist nochmal so ein, ja, irgendwie so ein Klemmring nochmal drin. Die Schraube einfach gut handfest zumachen. Die steckt dann quasi hier drin. Das ist die etwas längere. Und ebenfalls die vordere. Die kürzere hier, die können wir ebenfalls direkt demontieren. So, und dann brauchen wir letztendlich bloß noch den 5er Inbus und lösen hier hinten drin die Schraube beim Abzugsbügel. Auch diese vorhin schon angesprochen, die braucht ihr nicht festknellen wie so ein Weltmeister. Einfach gut handfest zumachen und fertig. So, und somit ist das ganze System vom Schaft getrennt und kann wieder nach oben entfernt werden. Bedeutet, wir gehen her und ziehen letztendlich gesamten Verschluss oder das ganze Ding einfach nach oben einmal raus. Dann könnt ihr auch Abzugsbügel, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch raus tun. Könnt ihr aber rein theoretisch auch im Schaft drin lassen. Ist relativ wuppe. Ich schmeiß mir das einfach wieder da einmal rein, damit ich es nicht verliere. Hier könnte man vielleicht so eine kleine Idee von mir. Ich meine, das mit der Hülse, das haben sie schon cool gemacht, denn die ist sehr stark angefasst. Habe ich vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen. Bedeutet, egal wie ihr die Schraube unten reinsteckt, ihr trefft immer das Loch, da eben eine sehr große Phase dran ist. Noch ein bisschen einfacher wäre es vielleicht gewesen, wenn man, na gut, ab Werk kleben weiß ich jetzt nicht, aber ich würde für meinen Teil hergehen und würde mir vielleicht sogar diese Aluhülse da hinten mit Sekundenkleber einmal draufkleben. Dann bleibt sie immer da, wo sie ist und fällt nicht raus. Bei anderen Federdruckmodellen muss man auch dazu sagen, ist jetzt schön, dass das Ganze aus Aluminium CNC gefertigt ist. Also selbst diese blöde Abstandshülse da ist CNC gefertigt oder halt aus Alu. Bei anderen Modellen ist der Steg oder dieser Abstandshalter im Regelfall aus Kunststoff oder aus Plastik. Hätten wir vielleicht hier auch aus Kunststoff machen können, hätte jetzt wahrscheinlich im Bock nicht fett gemacht. Also wie gesagt, meiner Meinung nach wäre es egal gewesen, ob der Abstandshalter jetzt hier aus Alu ist oder oder direkt mit dran, einmal aus Polyamid-Kunststoff. Okay, legen wir uns den Schaft erstmal auf die Seite, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Und machen anschließend direkt gleich mit diesem Hop-Up, wie nennt man das Ding hier? Keine Ahnung, Hop-Up-Abstandsblock oder so weiter. Und auch hier seht ihr natürlich, bevor wir es jetzt dann gleich demontieren, ist halt irgendwo krass, sogar dieses etwas sinnlose Teil oder was im Regelfall aus ABS-Plastik ist, sogar das Teil ist vollständig CNC gefräst. Und natürlich auch die ganze Abzugsgruppe hinten. Ebenfalls komplett CNC gefertigt. Der ganze Block hier hinten. Wie gesagt, müssen wir uns später im Detail anschauen. Zunächst mal lösen wir diesen Block. Da habt ihr 2 Zylinderkopfschrauben drin. Eine hier hinten drin. Genau, die müssen wir komplett lösen. Und eine hier vorne drin. Die müssen wir ebenfalls lösen. So, und dann könnt ihr diesen ganzen Block nach oben entfernen. Dann würde ich sagen, lasst uns erstmal dieses Einstellrädchen abziehen. Das müssen wir zwar jetzt nicht unbedingt machen, da wir uns aber die Hop-Up-Kammer natürlich im Detail anschauen wollen, lösen wir hier einfach einmal diese Schraube. Ihr seht, die habe ich schon ein bisschen angelöst gehabt, denn die war standardmäßig relativ fest zugeknallt. Also wenn ihr da ein bisschen Kraft braucht, wundert euch nicht, die ist standardmäßig relativ fest. So, also die lösen wir hier einmal. Fällt um, sehr geil. So, Schraubi einmal komplett raus, legen wir uns auf die Seite und dann können wir den Ring, welcher auch aus Aluminium gefertigt ist, müsste auch CNC gefräst sein, den können wir jetzt komplett nach vorne übers Rohr oder halt über den Outer einmal abziehen. So, und dann haben wir letztendlich unseren Outer, der wird auch wieder über 2 Schrauben fixiert. Hier vielleicht einen kleinen Punkt, das fand ich bei der
Bei der Archwick fand ich das recht geil, bei der SPR 300. Die hatte hier wie so eine Art Bajonettverschluss zwischen Gehäuse oder Verschlussgehäuse und dem Outer. Hat man einfach reingeschoben, gedreht und die Klemmung quasi festgemacht. Hier geht das Ganze bei der BSR von Bugatti wieder klassisch. Bedeutet, das Ganze wird reingeschraubt und dann über 2 Schrauben fixiert. Wenn das Ganze aber reingeschraubt ist, hält es wunderbar. Also hier ja kein Riesenspiel irgendwie drin im Gewinde, dass das ganze Ding rumwackeln kann oder rumschwabbeln kann. Das passt also einwandfrei. Dementsprechend ganz normal einmal diese Schraube hier lösen. Jetzt schauen wir mal, ob der passt. Nein, natürlich nicht. Braucht man 2 mm. Lösen also einmal die kleine Linsenkopfschraube hier unten drin und zusätzlich drehen wir es noch um und lösen ebenfalls die obere, vordere Schraube ein kleines bisschen an. Die müsst ihr nur ein bisschen anlösen, dann merkt ihr schon, dann wird das Ganze rohrlose und entsprechend könnt ihr es jetzt einfach abschrauben. So, jetzt bleibt bloß die Hop-Up-Kammer gerade ein bisschen dran hängen, aber das ist ja wurscht, die ziehen wir gleich mit raus. Das ist recht praktisch, obwohl, so erstmal hier, nehmen wir den hinteren Bereich erstmal ab, ganz kurz. Und wie gesagt, das habt ihr jetzt gerade schon gesehen, wenn wir jetzt hier einmal ein bisschen schütteln, ein bisschen ziehen, dann bekommen wir letztendlich die gesamte Hop-Up-Kammer mit dem Edelstahl Inner Barrel oder halt mit dem Lauf raus. So, und auch hier seht ihr, geht Bugatti ein bisschen einen anderen Weg, denn hier habt ihr jetzt nicht nur zwischendrin quasi diese Führungen oder diese Zentrierung, sondern ebenfalls nochmal solche, ja, so Abstandshülsen, nenne ich es jetzt einfach mal. Bedeutet, ihr stellt damit einfach sicher, dass diese beiden Führungen immer an derselben Position sind. Kennt ihr vielleicht von anderen Systemen, die haben auch natürlich immer diese Laufzentrierung. Wenn ihr aber das Ganze dann später wieder im Outer sozusagen reinschiebt, dann kann es passieren, dass sich die Dinge einfach wieder verschieben und dann hängen die euch irgendwo da hinten, kurz vor der Hop-Up-Kammer. Und das wollt ihr natürlich nicht, ihr wollt das Zeug ziemlich mittig haben. Manchmal wickelt man dann einfach ein bisschen ISO-Band außenrum, um einfach sicherzustellen, dass diese Zentrierungen an ihrer Position bleiben. Ist jetzt hier bei dieser BSR eben nicht nötig, denn hier bauen sie eben solche Kunststoff-Abstandshalter nochmal ein, um einfach sicherzustellen, dass diese immer an der korrekten Position sind. Können wir vielleicht uns gleich noch angucken, wenn wir eh gerade schon dabei sind bei dem Thema. Auch im vorderen Bereich habt ihr hier natürlich vorne diesen Gewindeadapter drauf, auch der aus CNC gefertigtem Aluminium. Und habt auch hier im hinteren Bereich nochmal ein O-Ring drin. Könnt ihr das ein bisschen erkennen im Video? Ich hoffe es zumindest. Also hier ist nochmal ein O-Ring drin und es passt vom Durchmesser perfekt. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, da kommt dann nochmal dieser Abstandshalter und dann kommt quasi oder wird dieser gesamte Inner, na komm, geh rein, hier vorne richtig sauber geführt letztendlich und es ist komplett bündig. Bedeutet, das Ganze ist letztendlich im zusammengebauten Zustand eine fixe und saubere Einheit. Da verrutscht nichts, da verschiebt sich nichts, da klappert nichts, da wackelt nichts, sondern es passt von den Maßen wirklich perfekt. Ihr habt also sozusagen 4 Zentrierungen für den Lauf. Einmal hier vorne, hier ein und natürlich hinten in der Hop-Up-Kammer sitzt das Ganze hervorragend drin. Schauen wir uns später auch noch im Detail an. Lasst uns aber vielleicht erstmal mit dem gesamten Zylinder weitermachen. Da müssen wir natürlich erstmal den Spring Guide Stopper lösen. Hätte man natürlich auch vorher machen können. Bedeutet, wenn ihr nur den Zylinder raus haben wollt, dann müsst ihr natürlich nicht alles auseinanderschrauben, sondern einfach das Ganze aus dem Schaft rausziehen. Und dann habt ihr hier unten den Spring Guide Stopper drin. Den könnt ihr hier seitlich über diesen Stahlbolzen raushebeln oder von hinten reingehen mit dem Schlitzschraubendreher und hier hinten einfach hochziehen. Wie gesagt, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist einfach so ein Spring Guide Stopper aus Stahl halt. Den zieht ihr dann einfach komplett vollständig raus aus dem System. Und dann könnt ihr nämlich den gesamten Zylinder einfach nach hinten entfernen oder rausziehen entsprechend. Und dann habt ihr bereits den Zylinder entfernt, wenn ihr diesen reinigen wollt oder wenn ihr eine schwächere Feder braucht oder whatever. Schraubt man natürlich auch gleich auseinander. Lasst uns aber erstmal mit dieser kranken Abzugsgruppe weitermachen. Diese sitzt standardmäßig wie bei anderen VSR-Modellen hier unten an dem CNC gefertigten Receiver dran. Habt ihr hier hinten eine Schraube, hier hinten eine Schraube, hier vorne eine Schraube. Diese beiden lösen wir. Nur da müsst ihr wieder aufpassen, da sind auch solche, so Spannringe drunter. Zeige ich euch gleich mal, Moment. So, dann können wir das ganz normal nach oben einmal abziehen.
So, schraube ich es raus. So, seht ihr die beiden Schrauben, die haben hier nochmal so einen Spannring oder so einen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, halt so Klemmringe drauf. Da müsst ihr aufpassen, die müssen natürlich immer drauf sein. Ansonsten schraubt ihr die Schrauben zu weit rein in den Receiver und dann schleift und reibt euer Zylinder. Also hier aufpassen, diese beiden Spannringe müssen drauf. Und dann noch ein kleiner Punkt, das ging bei der grauen Version, ging das ein kleines bisschen straffer zu entfernen. Denn auch hier wird das Ganze nicht wie bei anderen Systemen jetzt nur über diese beiden Schrauben sozusagen gesichert, dass die ganze Last also nur auf den Schrauben liegt, sondern, ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, hier oben ist nochmal so ein Stahlbolzen eingearbeitet. Bedeutet, hier hinten habt ihr so einen Stahlpündepel und der wiederum greift hier in das Loch rein. Und wie gesagt, bei der grauen Variante, hier jetzt bei der schwarzen, ging es relativ einfach. Bedeutet, kleines bisschen Druck, einfach abziehen das Ganze. Bei der grauen Variante musste ich hier kurz ein kleines bisschen Kraft aufwenden, damit ich diesen Bolzen hier aus dem Loch rausbekommen habe. Also auch das von der Passgenauigkeit her wirklich super und gerade was die Last angeht, ebenfalls tippitoppi umgesetzt. So, dann machen wir noch ganz kurz die Hop-Up-Kammer auf. Zylinder muss ich euch das erklären. Ihr habt letztendlich einen fetten Edelstahlzylinder drin, schauen wir uns später noch im Detail an. Und hier vorne der Zylinderhead mit so einer Fräsung drin. Bedeutet, ihr nehmt entweder eine Rohrzange, ihr nehmt einen Gabelschlüssel, der da vorne reinpasst, oder ihr nehmt einen Schraubstock und schraubt den ganzen Zylinderhead hier vorne einfach ab letztendlich. So, schraub. Und einmal gesamten Zylinderhead zusammen mit dem Piston einmal raus aus dem ganzen Ding. Wir können vielleicht sogar auch die Feder noch raus tun und letztendlich den Edelstahl Spring Guide, der hinten noch mit drin ist. So, und dementsprechend ist auch der gesamte Zylinder einmal demontiert. So, jetzt kommen wir zur Hop-Up-Kammer und die ist strange und das ist auch was ganz Neues. Hatte ich so jetzt noch nie gesehen, denn Begadi geht hier einen komplett anderen Weg wie andere Hersteller. So, ihr seht, das ist erstmal ein richtig fetter, massiver Block an Hop-Up-Kammer. Da oben habt ihr auch wieder so ein Rotary-Rädchen, ähnlich wie bei anderen Modellen. Bedeutet, durch Drehen oder durch die Rotation wird der Druck hinten auf den großen Tensioner übertragen. Nochmal mit so einem Puffy-Gummer. Aber was ich sehr, sehr geil finde, schaut euch mal die Laufarretierung an. Bedeutet, hier wird nicht einfach nur jetzt über eine Schraube quasi der Lauf gequetscht und wenn man dann zu fest dreht, macht ihr euren Lauf kaputt oder sowas. Und auch nicht einfach nur über einen C-Clip, sondern hier seitlich habt ihr extra CNC gefräste Arretierungs... wie nenne ich das? Ja, so Klemmen eigentlich letztendlich. Bedeutet, da brauchen wir wieder einen Zweier. Bedeutet, wir können den ganzen Lauf ganz einfach demontieren, indem wir hier seitlich diese Klemmen lösen. Und wie gesagt, diese Schrauben gehen nicht auf den Lauf drauf, sondern ihr schraubt die hier ins Aluminium rein, links und rechts, schaut euch das mal an, das ist total fancy. Und greift letztendlich mit dem Alu, mit dem Nut- und Federsystem hier innen in den Lauf rein. Also ich habe noch nie so eine absolut geniale und qualitativ hochwertige Lauffixierung gesehen. Das haben sie echt geil gemacht. Und wie gesagt, ihr könnt auch das Ding einfach rein, ihr könnt die Schraube zugnellen, wie ihr wollt. Ihr drückt entsprechend nicht auf den Lauf drauf. So, zack, zugnellt das Ding die Edelstahlschraube und schon sitzt der Lauf da perfekt einmal drin. Wir können hier vorne vielleicht mal noch diese Zentrierungen noch kurz runterziehen. Die sind auch aus Alu übrigens. Diese beiden Laufzentrierungen. So, schaut euch das mal an. Und der Lauf, der sitzt hier wirklich perfekt drin. Ne? Also der hat null Spiel, kein Zehntel, kein Fitzel, nix. Der sitzt einfach bombenfest in dieser Hop-Up-Kammer drin. Und wie gesagt, diese Laufarretierung von Begadi, von dieser BSR, finde ich bis jetzt eigentlich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Also richtig, richtig geil umgesetzt. So, schrauben wir nochmal raus. Hier, dann nehmen wir mal das Aluteil da raus. Auch Passgenauigkeit habt ihr gerade gesehen. Perfekt. Sitzt hier 1A aufs Zehntel genau einmal drin. Also sehr, sehr hochwertig letztendlich CNC gefräst. So, dann drehen wir es auf die andere Seite rüber. Auch hier nehmen wir die Schraube einmal raus.
So, einmal raus mit dem Ding. Und jetzt wäre natürlich der Lauf bereits lose. Aber wir lösen zunächst mal hier oben dieses Verstellsystem. Bedeutet, ihr habt hier vorne, seht ihr das Teil hier, oder der vordere Ring, der hier, den ihr hier drehen könnt, das ist letztendlich euer Einstellring. Seht ihr, das wird wiederum verbunden mit so einem fetten Edelstahlhebel. Und wenn ihr dann hier dreht oder rotiert, verstellt sich letztendlich euer Hop. So, und der musste eigentlich weg. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Auf jeden Fall machen wir mal weg. Da habt ihr da vorne nochmal so eine Konterklemme drauf und da habt ihr einen ganz kleinen Gewindestift drin. Und diesen kleinen Gewindestift, den lösen wir jetzt. So, den müsst ihr auch nicht ganz lösen. Einmal anlösen ist normalerweise ausreichend, oder? Langt das schon? Und dann schauen wir mal, ob wir das abschrauben können. Ich gehe hier mal, da ist übrigens nochmal ein Gewinde drin. Also falls ihr irgendwie das Gewinde vermackt irgendwie durchs Drehen, ihr habt genau auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr nochmal ein Gewinde. Bedeutet, ich würde den Gewindestift einfach mal drin lassen, einfach angelöst. Und dann nehmen wir vielleicht die andere Seite her und dann schauen wir mal, ob wir den Ring hier irgendwie abbekommen. Denn der hält das Ganze fest. So, schauen wir mal. Ja, genau so. Also einmal ein bisschen anlösen mit Schmackes. So, und dann können wir den hier vorne, diesen Klemmring, können wir den abschrauben. Einmal nach vorne entfernen. Und dann können wir nämlich das hier, genau, dann können wir das hier einmal abziehen. Und das ist letztendlich so euer Einstellring. Seht ihr, da ist auch wieder so eine Art Helix oder so eine Schnecke eingefräst. Oben dann letztendlich die Aufnahme für die Schraube vom äußeren Stellring. Und das Ganze läuft hier innen drin letztendlich über den O-Ring drüber. So, und jetzt sehe ich gerade, das hätten wir vielleicht gar nicht unbedingt lösen müssen. Denn wir können eigentlich, ja, wir müssten eigentlich den Lauf so rausziehen können. Lasst mich mal kurz probieren. Okay, der sitzt noch sehr, sehr fest drin. Vielleicht zerlegen wir es doch noch weiter. Bedeutet, wir nehmen mal hier oben den Pin hier raus, diesen Stahlpin. Dann können wir den Lever wegmachen. Genau, also fetter, massiver Edelstahl-Lever. Dann haben wir hier eine kleine Feder drunter. Auf die müssen wir aufpassen. Eine kleine Feder. Da hinten ist der Tensioner drin. Den kriegen wir. Boah, der sitzt aber gut drin. Wie kriege ich den jetzt raus? Ah, okay, mit Klopfen. Alles klar, bisschen geklopft und schon habt ihr letztendlich den Tensioner draußen. Und auch hier seht ihr, geht Begadi wieder den gleichen Weg wie bei ihren AEG-Hop-Up-Kammern. Bedeutet, ihr drückt jetzt nicht einfach nur mit einem puren Alu oder mit einem Edelstahl aufs Bucking drauf, sondern ihr habt auch hier oben wieder so einen relativ weichen Zwischenpuffer. Bedeutet, der Radius unten vom Bucking wird hier übers Aluminium sauber gleichbleibend gehalten, aber das Ganze kann eben auch schön nach oben noch ein bisschen nachgeben, damit einfach euer Hop nicht zu aggressiv wird. Und wie gesagt, nochmal mit so einem Zwischengummi. So, und jetzt müsste ich aber doch eigentlich das da rausbekommen. Nö, immer noch nicht. Okay, dann schrauben wir die hinteren Schrauben auch mal noch raus. Da hinten habt ihr nochmal 2 Edelstahlschrauben drin. Die löse ich jetzt einfach mal. So, dann können wir den Block hier wegnehmen. Auch hier alles komplett CNC gefertigt, Aluminium. Dann habt ihr hier diesen BB-Stopper drin oder wie man das Teil nennt, hier innen drin. Auch alles schön geschmiert, damit er schön leichtgängig hier drin arbeiten kann. Ist ja letztendlich nur dafür da, dass er die BB ein bisschen hält. So, und jetzt müssten wir aber, ach lol, ich bin so doof. Okay, gut, das Ganze wird nach hinten entfernt. Bedeutet, ihr müsst den gesamten Inner mit ein bisschen Schmackes jetzt nach hinten rausschieben. Oh, das sitzt aber brutal gut. Oh. Jetzt da, boah, also das Bucking war mehr als fest drin. So, und jetzt da einfach nach hinten durchziehen. So, voilà, jetzt haben wir das Ding auseinandergebaut. Krasser Scheiß. Okay, gut, jetzt haben wir alles auseinandergenommen. Wir fangen jetzt an, die einzelnen Bauteile mal im Detail durchzusprechen und beginnen aber erstmal beim absolut genialen Schaft.
Also Leute, schauen wir uns die Bauteile im Detail an und beginnen wir einfach bei diesem absolut genialen Schaft. Ich habe vorhin schon sehr drüber geschwärmt, denn wie gesagt, wir sind eigentlich, oder so ein qualitativ hochwertiger Schaft ist mir schon lange nicht mehr unter die Augen gekommen. Also nicht mal von Maple Leaf der MLC kann von der Qualität hier, obwohl, mithalten kann er. Ich finde aber den fast sogar noch ein bisschen krasser. So, wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz im Detail. Und dann sprechen wir mal über die Umsetzung. Gut, hier sind noch ein paar Dreckpartikel drauf, ist ja wurscht, wischen wir schon drüber. So, schaut euch bitte mal den Schaft an, schaut euch mal die Oberfläche an, schaut euch die Qualität an, schaut euch die Spritzgussnaht an, oder wie sagt der Axel, Trennnaht. Schaut euch das bitte mal an. Nix, gar nichts, das ist absolut bündig, komplett. Hier oben auch die Wange, wunderschön, Passgenauigkeit, hervorragend, auch hier unten. Wenn man hier mal herschaut, wo man greift, hier unten drin der Radius, Trennnaht, ja, sichtbar, aber nicht spürbar. Ihr könnt mit dem Fingernagel drüber, es ist ein sauberer Radius, es ist ein Durchgang. So, und jetzt da müsste man mal drüber sprechen, was ist das denn bitte für ein Kunststoff? Also ja, es wird schon irgendwie eine Art Polyamid sein, aber da muss so viel Glasfaser drin sein oder keine Ahnung, denn das Ding ist ein Meinungsverstärker. Also wenn ihr irgendwie Baseball spielen wollt, ja, dann nehmt den Schaft her, der hält es locker aus. Wollt ihr euch draufstellen, stellt euch drauf, schmeißt das Ding in der Gegend rum, ist wurscht. So, selbst hier, wenn wir hier mal hergucken, das ist die dünnste Stelle hier. Links und rechts, das sind so circa, vielleicht 5 mm oder sowas. Versucht das mal hier zusammenzudrücken. Ja, das könnt ihr vergessen. Ich krieg's vielleicht einen halben Millimeter, kriege ich den Mist zusammengedrückt. Das ist vom Kunststoff her oder von der Kunststoffzusammensetzung habe ich sowas ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gesehen. Das Ding ist so brutal solide, das ist echt krank. Das ist sogar fast schon besser, muss ich sagen, wie die ein oder andere Scharfwaffe. Auch vorhin schon angesprochen, ja, klopft auf das Ding da hinten mal drauf. Hört ihr das? Wartet mal, passt mal auf. Hört ihr das? Das Ding hört sich einfach an, als wär's komplett Vollmaterial. Ist es aber nicht. Also ihr hört hier hinten auch kein Hohlraum oder sowas drin. Also das ist von der Qualität her und auch von der Oberfläche, von der Haptik so ganz leicht strukturiert. Schön vom Griff her, schön rau gehalten, aber nicht zu rau. Einfach mega. Also wie gesagt, Umsetzung vom Material her hervorragend. So, und jetzt schauen wir uns eben mal diese kleinen Features an, wo auch Begadi wieder ein bisschen weiter gedacht hat, wie der ein oder andere Hersteller von der VSR. So, wie gesagt, erstmal die Qualität ist hervorragend. So, dann können wir hinten eben wie am Anfang oder wie schon angesprochen beim Lieferumfang, kann man da hinten eben diese Einlagen reinschrauben, wenn man das Ganze nach hinten noch länger haben möchte, wenn man halt ein bisschen größer gewachsen ist, vielleicht wie der Reaper. Wie gesagt, macht diese Einlagen rein, sind auch komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, sieht man auch, sind so ein bisschen, da sieht man so ganz leicht ein bisschen das Wolkige drin, also auch hier kein ABS verwendet, sondern selbst bei diesen etwas sinnlosen Teile, die man eigentlich hätte sogar günstiger fertigen können, sind sie keinen Kompromiss eingegangen, sondern haben auch diese komplett aus Polyamid gefertigt. Also finde ich geil, wer es eben einstellen will. Dann Aufnahme-Trageriemen, vorhin schon gesehen, auch hier nicht einfach nur jetzt in den Kunststoff reingeschraubt, sondern die Schrauben gehen komplett nach innen durch und ihr habt innen drin wie so eine Art Skelett, wo das Ganze miteinander verbunden wird. Und auch dieses gesamte innere Skelett ist auch wieder komplett aus Polyamid-Kunststoff und alle Muttern oder alles, was hier irgendwo geschraubt wird, ist dann innen drin komplett aus Stahl gefertigt. Also auch wenn ihr hier diese Arretierung für die Wangenauflage, wenn ihr die mal ein bisschen fester zuknellt, keine Sorge, das ist ein Stahlgewinde und aber auch wird es nicht zu fest. Bedeutet, selbst wenn ihr das mit aller Gewalt zuknellt, bekommt ihr es immer wieder auf. Das haben sie einfach super umgesetzt, muss man sagen. Trageriemenaufnahme hier letztendlich links wie auch rechts könnt ihr durchfädeln oder dann halt ja da unten, wie vorhin schon gesehen. Und eben auch die Wangenauflage stufenfrei in der Höhe eben einstellbar. Und auch das ohne, dass es irgendwie rumwackelt oder sowas. Es läuft komplett stufenfrei und lässt sich einfach wunderbar hier oben
letztendlich einstellen, wenn das halt braucht. Und eben auch je nach Körpergröße, je nach Augenabstand, was ihr vom Glas braucht, auch eben mitgedacht, dass die Wange jetzt nicht zu kurz ist, weil dann hättet ihr sie ja verstellen müssen, je nachdem, wie ihr euren Schaft einstellt, sondern die Wange ist einfach groß genug, dass ihr, egal welches ZF ihr montiert, egal welchen Augenabstand ihr braucht, egal ob ihr mit den Dingern arbeitet oder ohne den Dingern, es ist wurscht. Die Wangenauflage ist lang genug, damit das immer perfekt funktioniert. Also das finde ich geil und auch von der Umsetzung her oder vom Design her, ja, irgendwo schon ein bisschen klassisch, aber auch schön gemischt mit vielen modernen Linien vielleicht oder Konturen. Bedeutet hier, wenn man sich die Wangenauflage anschaut, die zieht sich hier hinten einfach so schön runter, dann da hinten so rein. Sitzt auch hier hinten übrigens komplett bündig natürlich. Also hier kein Spaltmaß oder so vorhanden. Dann hier schön reingezogen. Auch vom Griff vorhin schon angesprochen. Hier unten nochmal mit dieser mit diesem Haltepunkt, wenn ihr eher 90 Grad gewohnt seid. Schön schlank gehalten von der Ergonomie. Wunderbar umgesetzt, schön griffig hier auch diese Struktur links und rechts dran am Schaft. Das sind lauter so kleine, das sieht aus wie bei einer Glock übrigens, fällt mir gerade auf. Also auch hier schön, ja, schön griffig letztendlich, fühlt sich gut an, fühlt sich toll an. Und auch im vorderen Bereich, wie schon angesprochen, hier eben jetzt im Vergleich, wenn wir es uns von unten mal anschauen oder von oben, eben nicht so dieses Wulstige von der, zum Beispiel von dem Maple Leaf MLC. Der baut vorne extrem breit, der hat einfach seitlich so richtig breite Backen raus und dadurch wird der Griff sehr breit. Ist jetzt hier nicht der Fall, bedeutet ja, ihr habt auch hier vorne ein modernes M-Lock-System dran, am CNC gefertigt, aus Aluminium. Ihr habt hier nochmal so ein Haltepunkt letztendlich, wo ihr den Daumen reinlegen könnt oder auf der anderen Seite die Finger reinlegen könnt. Aber er greift sich einfach deutlich schlanker und nicht so klobig. Also das finde ich einfach schön umgesetzt, relativ, was heißt, ja, klassisch und modern halt irgendwie miteinander verbunden. Finde ich also toll, gefällt mir echt wirklich gut. Und noch ein kleiner Punkt habe ich euch bei der grauen Version von mir, glaube ich, schon angesprochen. Auch schön, wer andere VSR oder Standard-VSR-Schäfte kennt, der weiß, wenn man ein Zweibein montiert, sieht es teilweise ziemlich dämlich aus. Denn die Schäfte ziehen sich komplett normalerweise im Winkel nach oben. Bedeutet, im Regelfall läuft so ein Schaft ja ungefähr so. Und wenn ihr dann hier vorne ein Zweibein montiert, dann steht euch das Zweibein immer nach oben Richtung Outer oder Richtung Rohr. Also es steht immer schräg und es sieht mega dämlich aus. Und hier ist der Schaft eben genau hier, wo das Zweibein später rankommt. Hier ist der Schaft eben im 90 Grad oder beziehungsweise parallel laufend zum Rohr innen drin. Bedeutet, wenn ihr ein Zweibein hier vorne dran knallt, bleibt es immer schön gerade. Und eben auch M-Lock-Positionen, wie vorhin schon angesprochen, Österreicher, Schweizer oder wer es halt darf. Ihr könnt Laserlichtmodule nochmal dran schrauben. Ihr könnt euch M-Lock-Covers, also so Abdeckungen dran machen. Sieht sehr, sehr schön aus. Oder aber ihr könnt natürlich auch direkt ans M-Lock ein Zweibein montieren. Gibt es ja so besondere Zweibeine, die man hier quasi reinschraubt und dann nach vorne hochklappt. Dann habt ihr halt hier vorne am M-Lock direkt das Zweibein dran und nicht hier unten dran. Ist also alles möglich und dementsprechend sehr flexibel. So, und jetzt kommen wir eben noch zu ein paar technischen Umsetzungen, die ich sehr gut finde. Zunächst mal, wenn man sich das jetzt anschaut, das CNC-gefertigte M-Lock-System ist ähnlich wie hieß einmal diese SAEG mit diesem austauschbaren System? War das? Eine Slong, glaube ich, war das. Ich weiß es nicht mehr. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. So, und jetzt geht man natürlich davon aus, okay, jetzt schrauben sie das Ganze mit 4 Schrauben fest, aber vermutlich in den Kunststoff rein oder zumindest mit solchen Kunststoffgewinden oder sowas. Das ist nicht der Fall. Bedeutet, die Schrauben werden in so eine spezielle Kunststoffgewindehülse quasi reingeschraubt. Die wiederum ist im Kunststoff verpresst. Gleichzeitig aber gehen sie komplett durch und ballern hier innen drin nochmal eine Mutter drauf. Also wie man das Ganze noch robuster und noch solider machen kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, gehen komplett durch. Auch hier hinten seht ihr nochmal, gehen komplett durch die Schrauben bis ins innere Bereich rein und dann von innen nochmal mit einer Mutter zusätzlich nochmal gekontert.
damit euch eben hier auf keinen Fall irgendwie das Alu rausreißen kann oder sowas. Also hier super umgesetzt und wenn wir gerade von vorne schon reingeschaut haben, auch hier finde ich sehr gut gemacht, denn diese Zweibeinaufnahme hier unten, die kann euch jetzt nicht irgendwie zu rotieren oder wegdrehen, denn die wird von innen jetzt nicht mit einem E-Clip quasi nur reingeklipst, sondern wird hier mit so einer Mutter, mit so einer Edelstahlmutter und mit so einem Flansch letztendlich draufgeschraubt. Also das ganze Stahlteil ist von innen verschraubt und dementsprechend deutlich solider, wie wenn da einfach nur so ein E-Clip drauf geklipst wird. Denn ihr kennt es vielleicht, wenn ihr dann einen E-Clip drauf macht, dann klipst das drauf, dann zieht ihr euer Zweibein ein bisschen zu fest, dann macht's klack, dann springt euch da innen drin der E-Clip weg und das ganze Ding fällt nach unten ab. Also hier auch mitgedacht, finde ich geil, so eine große Edelstahlmutter da vorne einmal drauf geballert. Dann können wir mal im inneren Bereich weitermachen. Hier haben wir auch nochmal so einen, diesen Magazinhalter letztendlich, aber der müsste Standard sein. Aber auch hier steht jetzt sogar BSR drauf. Wartet mal, kann man das vielleicht erkennen? Hier sogar hier auf diesem kleinen popligen Teil da innen drin steht BSR drauf und sogar das Teil da innen drin ist aus Polyamid-Kunststoff und nicht aus ABS gefertigt. Ich denke, jetzt lass mich mal kurz was testen. Oh, Schraube hier rausgefallen. Ich denke mal, das passt dann entsprechend wiederum perfekt zu dem CNC-Teil hier. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie rum das reingehört. Ich glaube so rum. Ja, Alter, das passt wie Arsch auf Eimer. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Guckt mal. Seht ihr das? Das ist eine Linie, ne? Hier innen drin. Oh, ich brauche irgendwas zum Zeigen. Schaut euch das mal an. Das ist komplett durchweg bündig. Und der ganze Block, auch hier vorne, schaut euch das mal an. Sogar hier vorne. Nicht irgendwie 1 Millimeter Luft drin. Das Ding hat einmal Spiel, lol. Nee, guckt euch das mal an. Das hat der ganze Block hier vorne hat 0 Spiel. Nicht mal ein Zehntel. Und der arretiert ja natürlich wiederum die Hop-Up-Kammer. Der arretiert euer Rohr dann später. Also auch hier einfach von der Qualität, was soll ich sagen? Mega. Noch nie sowas Krankes gesehen. Na, komm raus jetzt. Also sogar das dämliche Ding aus Alu, Alter. So, machen wir weiter. Also auch hier vorne tipptopp umgesetzt. Mehrere Führungen dann letztendlich für den Receiver innen drin. Mehrere so Verbindungsstreben. Auch hier fürs Magazin dann. So Streben überall rüber. Hier Auflage fürs Rohr. Vorne Auflage fürs Rohr. Das Rohr liegt sauber drin. Vorhin schon kurz angesprochen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wo Begadi wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Und was ich einfach mega finde, auch die hintere Arretierung vom gesamten Receiver und von der Abzugsgruppe in diesem Schaft ist einfach nochmal deutlich solider und besser umgesetzt wie bei Standard-VSR-Systemen. Warum? Wenn ihr euch ein Standard-VSR-System anschaut, wird es einfach alles in den Schaft einmal reingeschoben, also gesamter Receiver zusammen mit der Abzugsgruppe wird dann abgesenkt und von unten einfach festgeschraubt. So, wird hier ja letztendlich genauso gemacht, wird man sich denken, gut, ja, ist genauso. So, und jetzt kommt aber der große Clou, wie bei der Montage schon angesprochen. Hier hinten wird die Last deutlich mehr in den Schaft übertragen, wie auf den Receiver. Denn ihr habt zunächst mal hier den Abzugsbügel, der ist auch komplett aus Polyamid. Der hat hier hinten so ein Nut- und Federsystem. So, dann hat der Schaft hier hinten einfach nur so einen kleinen Durchgang da unten. Bedeutet, dieser Abzugsbügel arretiert hier unten, hinten im Schaft drin. So, das war's schon. Der sitzt da perfekt einmal drin, sauber und bündig, einmal pfiffig, kennt man, nichts Besonderes. So, jetzt aber die große Besonderheit. Auch die gesamte Abzugsgruppe wird nochmal zusätzlich mit dem gesamten Schaft verbunden. Denn wenn ihr von oben mal reinschaut, ihr habt hier hinten links und rechts, habt ihr wie eine Art Nut- und Federsystem. Und wenn ihr dann mal diese fette Abzugsgruppe euch anschaut, die auch komplett CNC gefräst ist, seht ihr hier seitlich auch Nut- und Federsystem. Bedeutet, wenn wir das da hinten reinsetzen und ein bisschen runterdrücken, dann sitzt hier die gesamte Abzugsgruppe hier eben in diesem Nut- und Federsystem nochmal drin. Bedeutet gleichzeitig, wenn ihr dann durchrepetiert mit sehr starken Federn, habt ihr ganz normal eure Schrauben hier, habt diesen Stahlpin hier, habt dann letztendlich euren Receiver drin, aber die Last
vom Spring Guide und so geht ja natürlich alles auf den Spring Guide Stopper. Und der Spring Guide Stopper ist nicht im Receiver drin, sondern der Spring Guide Stopper sitzt in der Abzugsgruppe drin. So, und dementsprechend geht die Last aber nicht hier jetzt dann irgendwie auf die Schrauben drauf, dass das alles irgendwie über diese 2 Schrauben gehalten werden muss, sondern die Last geht auf diesen Stahlbolzen drauf und in dieses Nut- und Federsystem. Bedeutet das Ding sitzt einfach perfekt oder die Last, einfach die ganze Kraft wird nochmal deutlich mehr in den Schaft übertragen wie auf diese Schrauben. Und dementsprechend bin auch ich hier der Meinung, von der Umsetzung her, einfach nochmal deutlich geiler umgesetzt wie bei Standard-VSR-Systemen. Also das finde ich eben geil, dass hier eben die Abzugsgruppe nochmal mit dem Schaft verbunden wird und hatte ich so bei einer VSR noch nie gesehen. So, und dann eben, wie vorhin schon gesehen, dann habt ihr eben auch diesen Stahlbolzen da oben drin, wo eben zusätzlich nochmal der gesamte CNC-Receiver quasi mit der Abzugsgruppe verbunden wird. Seht ihr, ich habe jetzt keine Schrauben drin und trotzdem hat die Abzugsgruppe hier kein Spiel. Seht ihr das? Die kann jetzt hier nicht irgendwie hin und her wackeln. Bedeutet, hier wird auch die Kraft oder die Last nicht nur auf die Schrauben übertragen, sondern geht hier eben zusätzlich nochmal in so einen Stahlbolzen rein. Also auch hier von der Qualität einfach nur perfekt umgesetzt. So, dann bleibt man vielleicht erstmal beim Gehäuse oder beim Receiver, denn auch dieser ist jetzt nicht irgendwie aus Aluguss gefertigt oder aus Zinkguss gefertigt, sondern auch dieses Bauteil ist komplett aus einem Teil CNC gefräst. Kann man auch hier unten noch leicht die Werkzeugspuren sehen. Seht ihr so ganz, ganz leicht im unteren Bereich. Also wie gesagt, Receiver von der Qualität hier ebenfalls hervorragend, wunderschön gefräst. Auch hier kann man reinschauen, auch hier schön reingefräst. Hier diese kleinen Design-Elemente, nenne ich es jetzt einfach mal, hier einmal drin. Schön, also richtig, richtig gut. Passgenauigkeit vorhin schon kurz angesprochen, ebenfalls hervorragend und eben auch die Aufnahme unten von der Abzugsgruppe gerade schon angesprochen, ebenfalls hervorragend. Dann habt ihr hier hinten noch wie so eine Art Bevel-Tail oben raus. Bedeutet, wenn dann später der Zylinder, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den da so reinbekomme. Ja. So, hier übrigens, vorhin schon kurz angesprochen, ne? Der gleitet hier einfach nur perfekt. Also auch das ist von der Passgenauigkeit und von der Umsetzung traumhaft, richtig schön. So, nochmal zurückzukommen, hier habt ihr eben oben wie so eine Art Bevel-Tail. Bedeutet, wenn ihr das Ding nach vorne fahrt, fahrt ihr da hinten schön rein mit dem Kammerstängel, klappt das Ganze runter, habt dieses Klicken, fahrt dann wieder nach oben, quasi mit dem zweiten Klicksystem an dieses Bevel-Tail und fahrt dann wieder sauber zurück. Also auch hier habt ihr einfach eine schöne und moderne Umsetzung. Und apropos modern, auch hier jetzt nicht so Standard gehalten vom Gehäuse oder vom Receiver, sondern eher so ein bisschen so ein kantiges Design gewählt. Also das sieht einfach schön aus, das sieht modern aus, finde ich extrem geil. Die Gleitringe habt ihr natürlich 2 Stück, die müssten aus Delrin sein oder PTFE. Und die können wir durch das Loch entfernen. Wartet mal, dann zeige ich euch die vielleicht mal noch ganz kurz. Ihr habt hier hinten ist auch noch ein Loch drin. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich den Gleitring da rausbekomme. Also vermutlich bis daher. Ah ja, okay. Also mit über rein klipsen, ihr seht hier an diesem Receiver, habt ihr hier 2 Löcher. Da dreht er einfach den Gleitring so her, dass der mit der Öffnung an dem Loch steht und dann drückt er einfach rein, dann könnt ihr rausziehen. Wie gesagt, hier hinten und hier vorne ist nochmal einer drin. Falls ihr die mal tauschen wollt, wie gesagt, sind aus PTFE oder Delrin müsste das sein, oder was ist denn das? Doch, das müsste Delrin sein. Also ist Gleitringe, wie gesagt, aus Delrin gefertigt, kein ABS-Kunststoff. Von der Oberfläche her arschglatt. Also auch hier gut von der Qualität und wie gerade schon gesehen, passen auch extrem gut zu diesem vergrößerten Edelstahlzylinder letztendlich. Also auch das haben sie von der Qualität gut umgesetzt und lässt sich sehr einfach austauschen, wenn man doch mal neue benötigt.
Denn natürlich irgendwann, gerade wenn mal doch ein bisschen Dreck drin ist, irgendwann könntet ihr mal neue Gleitringe benötigen. Ist letztendlich bei jedem Federdruckmodell so. Wie gesagt, kurz rausmachen, durchdrücken, neue reinklipsen, fertig. Super Sache, kommt man benutzerfreundlich und klasse ran. Beim Rohr brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel ansprechen. Das ist letztendlich ein ganz normales, so ein ganz normales VSR-Rohr. Ich glaube aber, es ist vielleicht sogar ein bisschen dicker wie standardmäßig. Lass mich mal ganz kurz nach. Ich weiß, es ist Standardmaße nicht, aber falls es jemanden interessiert, das Rohr hat 30,1. Was hat es nach vorne? 30, ja auch 30 ungefähr. Also so circa 30, 30,2, 30,1 im Durchmesser. Ob das jetzt Standard ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe kein Modell zum Vergleichen da. Auf jeden Fall schönes dickes Rohr und komplett nach vorne gleicher Durchmesser. Also nicht, dass es dann hier hinten quasi dick ist und nach vorne dann irgendwie so dünn wird, sondern komplett schönes, dickes, massives Rohr durchgängig. Auch hier letztendlich von der Wandstärke genauso wie alle anderen VSR-Rohre. Bedeutet auch hier können nichts irgendwie zusammendrücken, ihr könnt es nicht irgendwie verwinden oder verbiegen oder sowas. Von der Qualität her super. Und hier oben, wie vorhin schon kurz angesprochen, eben dieses sehr, sehr geil umgesetzte Hop-Up-System mit diesem CNC-gefrästen Einstellring. Das bedeutet, der läuft dann hier oben. Und wenn ihr dann hier drauf schaut, habt ihr so eine Skala und könnt dann hier einfach sauber und ziemlich geil euren Hop einstellen. Das finde ich innovativ, das finde ich einfach gut umgesetzt. Hinten Arretierung ist Standard, da wäre vielleicht so ein Bajonettverschluss noch geil gewesen, aber ist ja ziemlich Latte, das Ding muss sitzen. Dementsprechend normales Gewinde, ein Loch oben für die Schraube und ein Loch unten für die Schraube. Halt wieder aufpassen, Standard bei diesen Systemen, wenn ihr es zu weit reinschraubt, also eine Umdrehung zu viel, dann bekommt ihr die Schrauben vom Schaft nicht mehr rein, dann müsst ihr dann wieder eine Umdrehung zurück, bis halt diese Nut hier oder das Loch mit der Schraube unten wieder übereinstimmt. Okay, so, das soll es mit dem Rohr ebenfalls gewesen sein. So Leute, dann lasst uns weitermachen mit den etwas wichtigeren Sachen, und zwar die technische Umsetzung und die Performance von dem Teil. So, dass die Abzugsgruppe sehr geil umgesetzt ist, habe ich euch vorhin schon gesagt, ist komplett aus Aluminium CNC gefräst, also das ist wirklich ein fetter Kloben hier außenrum, also das gesamte Gehäuse aus Alu mit diesem Nut- und Federsystem, damit das Ganze eben im Schaft nochmal arretiert wird. Und dann eben eine kleine weitere Besonderheit, dass das Ganze ähnlich wie bei einem Bulltrick-System ist. Beziehungsweise eigentlich ist es eine Mischung, würde ich fast sagen, zwischen einem Bulltrick-System und einem Tech 41-System. Ja, alles also ähnlich. Ich versuche es euch mal zu erklären. Bedeutet, ihr habt jetzt hier nicht bei dem System den Sear irgendwie, dass er quasi wegklappen kann, sondern ihr seht, der hat hier oben eine große, so eine große Rampe, wo später letztendlich der Piston dagegen fährt und dann fährt das ganze Ding eben im 90-Grad-Winkel gerade nach unten. Das wiederum ermöglicht es natürlich Begadi, damit sie eben im Vergleich zu anderen Systemen, wo der Sear klappen kann, es Maximale an Volumen aus dem Zylinder rausholen. Ihr müsst also nicht nochmal mehr Weg zurücklegen, den ihr dann verliert. Nein, ihr fahrt das Ding nach unten, zack, und der Piston arretiert dann später da hinten einfach direkt im 90-Grad-Winkel und wird direkt hinten gehalten. Bei anderen Systemen, wie gesagt, dann fährt der Piston drüber, dann klappt der Sear normalerweise weg, dann zieht ihr noch weiter und den hinteren Weg, den verliert ihr bei anderen Systemen. Das ist eben bei dem System genauso wie bei dem Bulltrick-System nicht der Fall, denn das Ganze arretiert eben direkt hier hinten drin. So, und dann könnt ihr auch schon sehen, natürlich auch der Sear ist unheimlich massiv umgesetzt. Das ist so ein riesengroßes, fettes Stahlteil, welches hier innen drin über so Stahlgleitlager letztendlich läuft. So, seht ihr, der läuft hier butterweich, schön leichtgängig, letztendlich hoch und runter und floppt easy wieder hoch. So, und der wiederum ist dann direkt mit dem Abzug verbunden, und auch der Abzug wie auch der Sear sind natürlich aus gehärtetem Stahl gefertigt. Das könnt ihr auch so sehen, wenn wir jetzt so aus der Sicherung mal rausgehen. Wenn ich hier ziehe, fahre ich direkt mit dem Sear einfach runter.
Und da könnt ihr eben auch schon den Abzugsweg sehen, wie vorhin schon angesprochen. Der Abzug ist unheimlich kurz, bedeutet, ihr seid dann direkt am Druckpunkt, also ihr habt keinerlei Spiel im Abzug drin, seid direkt am Druckpunkt und zieht den Abzug vielleicht um 2 bis 3 Millimeter und der Piston innen drin löst sich bereits. Wie aber auch schon angesprochen, aufgrund dieses kurzen und knackigen Abzugs ist das Abzugsgewicht im Vergleich zu anderen Modellen minimalst höher. Ich schätze so ungefähr 1 Kilo ungefähr, wie gesagt, vorhin schon alles kurz angesprochen, aber sehr direkt, sehr schön, sehr crisp umgesetzt, der ganze Abzug und eben komplett ohne Spiel drin. So, dann habt ihr da unten noch diese innovative Sicherung, oder finde ich zumindest, für Links- und Rechtsschützen. Ihr könnt ja ganz easy mit dem Finger oder nur oben mit dem oberen Bereich des Fingers, könnt ihr das Ganze ganz easy einmal umschalten und klickt letztendlich in die einzelnen Positionen rein. Und letztendlich macht das Stahlteil hier nichts anderes, wie einfach den Abzug direkt zu blockieren. Seht ihr, jetzt blockiert der Abzug, ihr könnt nicht mehr drücken, schiebt das Ding wieder nach vorne, könnt dann letztendlich durchdrücken. Und wie gesagt, alle Ansteuerteile, Moment, ich hole mal kurz einen Magneten, alle relevanten Teile oder alle wichtigen Bauteile sind hier komplett aus Stahl gefertigt, also auch der Sicherungshebel hier ist aus Stahl, der gesamte Abzug ist aus Stahl und selbstverständlich der gesamte Sear ist ebenfalls aus Stahl gefertigt. So, dann schrauben wir mal das Riesending auf. Wird letztendlich mit 2 so Senkkopfschrauben zusammengehalten. Und dann könnt ihr das Ganze nämlich ganz easy einmal aufklappen. Ja, so. Einmal aufklappen. Oh, jetzt ist hier die Hülse raus, die gehört hier rein. So, hier, jetzt seht ihr hier die technische Umsetzung. So, das da vorne, das kenne ich. Bedeutet, das hier ist ähnlich wie bei einem Bulltrick-System. Ihr seht, der gesamte Sear, sehr massiv, sehr dick gehalten, läuft hier über insgesamt 3 Gleitlager. Bedeutet, ihr habt hier hinten oben so ein Gleitlager. Wartet mal, das müssten wir doch eigentlich rausnehmen können. So wie gerade ist es schon rausgefallen. Hier habt ihr so einen großen Stahlpin letztendlich und auf diesem Stahlring läuft eben nochmal ebenfalls aus Stahl so ein Gleitlager. So, und das läuft hier wunderbar und leichtgängig, wenn ihr das auch so könnt, das besser sehen. Also es ist von der Passgenauigkeit hervorragend. Bedeutet, die gesamte Kraft dann später kommt direkt auf diese Gleitlager und der gesamte Sear kann hier butterweich hoch und runter fahren innen drin. Und über diese Feder hier vorne wird das Ganze eben wieder nach oben gezogen, wenn der Piston dann letztendlich drüber gerutscht ist über das System. Wenn dann natürlich hier oben der Piston arretiert und die Feder gespannt ist, dann wird die Last wiederum auf das vordere Gleitlager und auf dieses Gleitlager übertragen. Bedeutet, beim Zurückfahren drückt sie leicht nach hinten, die Last geht hier hinten, also auf das Gleitlager, da kommt ja keine Last letztendlich drauf, sondern er muss nur nach unten fahren können. Wenn jetzt aber natürlich die ganze Federspannung damit dranhängt und das Ding drückt es nach vorne, dann geht die Last hier auf dieses Gleitlager drauf und auf das Gleitlager hier unten drauf. Bedeutet, auch hier ist der gesamte Sear dann sehr leichtgängig gelagert. Seht ihr, vielleicht halte ich den Abzug mal fest. Seht ihr, kann hier ganz easy auch mit viel Last butterweich hoch und runter fahren, da er eben hier schön mehrfach gelagert wird. Und auch hier nicht zu dünn alles umgesetzt, sondern wenn ihr hier mal herschaut, was haben sie da reingemacht? Lasst mich mal kurz nachmessen. Das sind Stahlpins mit 3 mm? Ne, 4 mm sogar. Also 4 mm Stahlpins und die Gleitlager haben 6 mm. Also das ist sehr, sehr solide und sehr, sehr robust umgesetzt, muss man sagen. Auch hier von der Arretierung in diesem CNC-gefrästen Gehäuse, schön dick natürlich, schön tief eingearbeitet, die Buchsen oder diese Pins, hängt also nicht alles nur irgendwie auf einen Millimeter Alu, sondern das Ding geht halt, oder die Achse geht halt auch wirklich so 5 mm dann nochmal in diesen Aluminiumblock rein und wird dementsprechend einfach sehr solide gehalten. So, dann ganz normal der Abzug, wie gesagt, das ist wie so sieht aus wie so ein Flügel letztendlich. Geht dann hier auf so einen Stahlpin drauf und ihr drückt dann letztendlich einfach den Sear direkt einmal runter über den Abzug. Und hier unten drin eben dieser Sicherungshebel.
So, dann den Stahlpin, der ist hier oben drin, haben wir schon angesprochen. Ansonsten braucht man, glaube ich, zu der Abzugsgruppe nichts mehr großartig sagen. Gut, wir haben den Ding haben wir hier noch drin, den Spring Guide Stopper. Auch dieser ist natürlich komplett aus Stahl gefertigt. Hat dann hier hinten auch so eine kleine Vertiefung drin, damit das Ganze eben auch den Spring Guide später schön gerade hält. Bedeutet, Spring Guide, gehen wir kurz her. Bedeutet später, wenn dann da hinten der Spring Guide reinkommt, wie zeige ich euch das am besten? Vielleicht so und so. Seht ihr, der Spring Guide hat hier hinten auf dem Teller letztendlich so ein kleines Nut- und Federsystem mit so einer kleinen Arretierung. Bedeutet, ihr schiebt das Ding rein, dann macht es Klick und dann arretiert das Ganze wirklich perfekt im 90 Grad und dementsprechend auch extrem leichtgängig. Habt ihr vorhin schon gesehen und auch vorhin schon drüber gesprochen. Mir ist kein anderes Modell bekannt, was so leichtgängig zum Repetieren und so butterweich läuft. Also das kennt man eigentlich so von der Umsetzung nur von extrem teuren Tuning-Teilen. Teilweise, wo ihr für das ganze System, wenn ihr alles einzeln kauft, um die knapp 1000 € zahlt, mit Waffe natürlich. Und genau sowas habt ihr letztendlich alles hier in dieser BSR bereits out of the box drin verbaut. Wie gesagt, auch komplett aus Stahl gefertigt, dieser Spring Guide Stopper, und der arretiert dann letztendlich hier innen drin. Arretiert er auch an extrem vielen Punkten. Bedeutet, wenn der dann da reingeschoben wird, arretiert er hier hinten komplett in diesem fetten Aluminiumgehäuse wird er gehalten. Dann ist hier nochmal ein Stahlpin drin, wo er gehalten wird, und zusätzlich, lasst mich mal ganz kurz gucken, ich glaube, genau, und zusätzlich aber auch nochmal über diesen Pin da unten drin wird er auch nochmal gehalten. Also wenn das Ding drin sitzt, dann sitzt er drin, ne? Wartet mal, ich drücke den mal rein, versuche mal festzuhalten. So, bedeutet, wenn der drin sitzt, dann sitzt der drin. Der kann euch auch hier nicht irgendwie rumwackeln, rumschwappeln oder sowas. Und das ist eben für die Arretierung vom Spring Guide extrem geil umgesetzt. Und hier könnt ihr jetzt auch schön sehen, vom Volumen her haben sie es eben mega gut umgesetzt. Ihr seht, ihr seid hier direkt mit dem Spring Guide hinten und der Piston arretiert dann direkt hier hinten drin. Also ihr verschenkt in diesem System absolut kein Volumen und könnt den ganzen kompletten riesengroßen Zylinder letztendlich für eure BB nutzen. Also auch hier Chapeau, Hut ab, haben sie sehr, sehr geil umgesetzt, würde ich sagen. So, und wenn wir uns jetzt gerade schon den Spring Guide angeschaut haben, lasst uns doch direkt weitermachen mit dem ganzen Zylinder-Set. Denn auch hier geht eben Begadi wieder ein bisschen weiter und verbaut nicht einfach nur ein Standard-VSR-System, wie man es kennt, sondern es ist letztendlich ja ein vergrößertes VSR-System, kann man eigentlich sagen. Bedeutet, ihr habt zunächst mal ganz normal hinten den Spring Guide, wie gerade schon gesehen. Der ist zweiteilig, bedeutet auch schön, es ist jetzt hier nichts verpresst, sondern wenn euch vielleicht irgendwann mal das Axiallager da hinten verschleißen sollte, dann wiederum könnt ihr einfach hier neues Axiallager installieren, zack, wieder draufschieben und ihr habt ein neues Lager verbaut. Ihr seht auch, das Gleitlager oder dieses Axiallager läuft hier richtig schön leichtgängig und ist auch ab Werk bereits oder ab Lieferung bereits schön gefettet und geschmiert. Also auch das finde ich sehr zugänglich. Warum? Wie gesagt, es gibt natürlich solche Spring Guides, kennt man auch von anderen Herstellern. Die sind dann meistens ineinander reingepresst. Und wenn ihr dann, oder wenn das Lager dann mal verschlissen sein sollte, irgendwann mal, kommt ihr eigentlich so gut wie nicht hin, das wieder zu tauschen. Braucht also einen gesamten neuen Spring Guide. Hier eben zweiteilig, mega geil. Wenn es verschlissen ist, neues bestellen, neues kaufen, kostet 1 € oder so. Diese Axiallager bekommt ihr auch im Industriebereich oder wenn ihr online schaut, bei Amazon oder sowas. Kostet nichts die Dinger und könnt ihr selbstständig ganz easy einmal austauschen und dementsprechend benutzerfreundlich umgesetzt. Und natürlich auch hier komplett beide Teile aus Edelstahl gefertigt. So, Durchmesser ist noch ganz wichtig, denn auch hier haben wir kein Standard VSR, sondern das ist so ein, was haben wir hier am Spring Guide, haben wir hier 8,7 mm ungefähr Durchmesser. Bedeutet, auch das System arbeitet mit so APS, SRS Federn. Also dickere Feder, keine Standardfedern von VSR, sondern eben diese großen, diese Modify-Federn oder halt auch Silverback-Federn könnt ihr eben hier drin problemlos verwenden, denn eben das System ist für diese großen Federn ausgelegt.
So, den Pisten habt ihr es vorhin schon kurz gesehen. Auch dieser ist qualitativ sehr gut umgesetzt. Letztendlich großer Korpus. Ach, wisst ihr was? Wir sollten den vielleicht noch kurz wiegen. So, der Pisten hat ein Gewicht von 51 Gramm. Also 50 Gramm. Also 50 Gramm Gesamtgewicht von dem Pisten und entsprechend auch hier nicht zu leicht, aber gleichzeitig auch nicht zu schwer. Bedeutet vom Gewicht her letztendlich genau ist richtig für 0,45 oder halt 0,4er für genau die Grammaturen, wie das Modell letztendlich ausgelegt ist. Also ihr müsst auch jetzt hier nicht anfangen und müsst dann noch irgendwie Klebeband außen rumwickeln, damit das Ding noch schwerer wird. Es bringt euch null. Es bringt euch absolut gar nichts. Also hier 50 Gramm am Pisten, vollkommen in Ordnung. Qualität ist ebenfalls super. Hinten komplett wieder Arretierung, natürlich 90 Grad aus Edelstahl. Wenn das mal tauschen müsst, könnt ihr hier rein, aber das Ganze ist verklebt. Bedeutet, ihr müsst dann hier nochmal mit dem Schraubendreher rein zum Kondern und müsst das Ganze dann so aufmachen, wenn ihr den hinteren Gleitring irgendwann mal tauschen möchtet oder tauschen müsst. Wie gesagt, standardmäßig mit ein bisschen Schraubensicherung zusammengeschraubt oder verklebt. Dementsprechend gut, dass sich eben das hintere Teil nicht vom Pistenkorpus losschraubt unabsichtlich. Das hat man ja jetzt bei der SPR von Archwick, bei der B&T, war das ja der Fall. Da war das leider nicht verklebt standardmäßig und da hat sich's ganz leicht ein bisschen geöffnet gehabt. Hier ist das Ganze eben standardmäßig leicht verklebt. Und dann habt ihr hinten den Gleitring drauf, auch alles schön gefettet. Ihr seht es auch schön geschmiert letztendlich. Gleitring müsste aus POM sein. Ja, das ist aus POM hinten der hintere Gleitring. Und auch dieser sieht bis jetzt immer noch super aus. Bedeutet auch hier innen drin im Zylinder kein Grat irgendwie drin, dass ihr den Gleitring sehr schnell aufscheuert oder sowas, sondern der ist einfach immer noch perfekt. Also da merkt man nicht mal ansatzweise, dass hier irgendwo der Zylinder mal gerieben hat oder so. Also das ist immer noch tipptopp, würde ich sagen. So, und im vorderen Bereich hat man dann wieder so einen speziellen Pistenhead, den kennt man, oder die Art kennt man. Letztendlich die Aufprallfläche vorne, hier aus Gummi gefertigt, relativ hart, ne? Obwohl, nee, ist sogar relativ weich, muss ich sagen. Na, so ungefähr 60 Shore vielleicht, vielleicht 70 Shore. Wird letztendlich nur aufgesteckt, bedeutet mit ein bisschen Kraft könnt ihr das Ganze nach vorne einmal entfernen. Ist ein Nut- und Federsystem, sitzt aber hervorragend drauf. Und die äußere Lippe, schön dünn gewählt, bedeutet, wenn sich dann der Druck aufbaut, wird diese schön nach außen gedrückt und kann dann letztendlich wunderbar zum Zylinder innen drin bzw. zur Zylinderwandung einmal abdichten. Eine kleine Besonderheit, ihr habt auch hier jetzt, wenn das mal vergleicht mit anderen Systemen, ihr habt jetzt hier vorne nicht nochmal einen Gleitring, sondern der Pistenhead hat hier außen wie so eine Art O-Ring, oder nee, O-Ring nicht, aber der ist hier, wenn ihr es euch von der Seite anschaut, wird er nochmal ein bisschen dicker an der Stelle. Bedeutet, die Führung oder die vordere Führung ist nicht nur die vordere Kante zum Abdichten, sondern der Pistenhead stabilisiert das Ganze ebenfalls über diese Fläche hier nochmal außen. Wird also ebenfalls ohne vorderen Gleitring schön gerade geführt letztendlich. Also auch das finde ich von der Umsetzung, von der Qualität wirklich tipptopp. Der einzige Punkt, der mir noch fehlt, ist eine Airbrake. Das wäre noch geil gewesen von Begadi, irgendwie eine Airbrake noch mit dabei zu legen, die man dann quasi hätte austauschen können. Ich für meinen Teil, wenn man eine Airbrake haben möchte und wer das entsprechende Präzisionswerkzeug hat, hier könnte man zum Beispiel durchbohren, kerzengerade, am besten mit der Standbohrmaschine, Gewinde reinschneiden, dann von hinten letztendlich eine Schraube durch, die Schraube außen abdrehen, dass sie schön dünn wird oder dass sie halt zum Durchmesser passt von dem Zylinderhead. Wartet mal, wo ist mein Messschieber jetzt? Hier. Schauen wir mal ganz kurz, wer eine Airbrake verbauen möchte oder sich eben auskennt. Zylinderhead hat 4,5 mm Ausgangsdurchmesser, auch innen, ja. Auch hier 4,5 bedeutet, wenn ihr eine Airbrake euch selber bauen wollt, könnt ihr auf einen Durchmesser von 4,2, 4,3 oder vielleicht sogar 4,4 mm gehen, so circa 15 bis 16 mm lang, damit das Ganze hier schön
innen drin eintauchen kann und dann wäre es eben auch möglich, hier eine Airbrake selbstständig zu verbauen. Müsst halt bloß da noch letztendlich mittig dann ein Loch durchbohren. Wie gesagt, kann man machen. Mal gucken, vielleicht mache ich bei meiner mal eine rein. Dann können wir uns das gerne mal in einem extra Video anschauen. Aber wie gesagt, man muss hier sehr präzise arbeiten, denn wenn die Airbrake krumm wird oder schräg wird, dann ist es natürlich suboptimal, dann haut ihr euch das Ding kaputt. Das wollt ihr natürlich auch nicht. Also hier gut umgesetzt, habt ihr auch gerade vielleicht schon gesehen, auch der Zylinderhead ist komplett aus Edelstahl gefertigt, vollständig gedreht, hier vorne kleinen Radius an der Spitze dran, dann hier nochmal so eine kleine Phase, passt übrigens auch perfekt zum Bucking, kann ich euch gleich mal direkt zeigen, schauen wir uns natürlich später nochmal im Detail an, aber fährt hier wunderbar und schön satt in das Bucking rein. Habt ihr vielleicht vorhin bei der Demontage auch schon gesehen, wenn man das Ganze rauszieht und man hat die Hop-Up-Kammer bereits losgeschraubt, dann zieht ihr teilweise die gesamte Hop-Up-Kammer mit dem Zylinder nach hinten, weil sich einfach der Zylinderhead hier wunderbar an das Bucking ransaugt. Und auch hier ist der Übergang bzw. die Abdichtung zu 100% gegeben. Das testet man dann später bzw. zeige ich euch später. Bedeutet, wenn ihr den Finger vorne drauf haltet, abdrückt, entweicht hier absolut null Druck in diesem System. So, also das ist schön umgesetzt. Auch hier innen drin schön so eine schöne große Phase letztendlich in diesem Zylinderhead. Und der Piston knallt dann, oder der Pistonhead knallt dann hier einmal rein. Ihr seht aber, der Pilz hier vorne oder dieser Kopf ist ein bisschen höher wie die Dichtung, damit ihr euch einfach bei dem Aufprall hier nicht die Dichtung kaputt macht. Also ihr knallt hier nicht mit dem dünnen Abdichtlappen, nenne ich es jetzt einfach mal, oder mit der Lippe auf den Zylinderhead, sondern nur mit dem inneren Pufferbereich, damit ihr einfach hier innen drin nicht irgendwie die Lippe beschädigt oder sowas. Und auch das ist von der Umsetzung wirklich tippitoppi. So, da hat man hier vorne noch so Gummidinger drin, weiß ich jetzt auch nicht. Also hier vorne sind so Gummiteile eingearbeitet, vermutlich. Jetzt fällt dann gleich wahrscheinlich der Spring Guide Stopper raus, oder? Lassen wir es mal lieber. Also vermutlich, dass halt der Aufprall nicht auf die Hop-Up-Kammer übertragen wird, sind hier vorne nochmal so Gummis eingearbeitet in diesem Zylinderhead. Dann schauen wir uns im zusammengebauten Zustand die Abdichtung auch noch kurz an. Vorhin schon kurz angesprochen. Pistonhead dichtet perfekt ab. Übergang, Nozzle zum Bucking hier innen drin, dichtet zu 100% ab. Und auch das Bucking selbst zur Hop-Up-Kammer dichtet auch zu 100% ab. Ich kann euch das Ganze jetzt mal wieder mit dem typischen Fingertest zeigen. Ihr wisst aber auch, ich bin von diesem Test eigentlich kein Fan. Bedeutet ja, man kann jetzt hier letztendlich einmal durchrepetieren, kann vorne letztendlich einen Finger draufhalten auf den Lauf und einmal abdrücken, wenn natürlich keine Kugel drin ist. So, Moment. So, ich habe abgedrückt, ich halte vorne immer noch zu. So, zack, Finger weg. Und ihr seht, hier entweicht absolut null Druck. Warum bin ich kein Fan von diesem Test? Wenn man da jetzt einen Finger vorne drauf hält und das ist alles dicht, ja, dann ist es eine super Sache. Aber selbst wenn ihr ein Modell habt und es entweicht die Luft extrem langsam, sage ich mal, wenn das Volumen nach 8 bis 10 Sekunden erst leer ist, dann ist es sowas von wurscht. Denn in dieser Zeit ist die Kugel schon, keine Ahnung, da habt ihr schon 2 Magazine durchballert auf gut Deutsch. Also wie gesagt, wenn ihr das auch testet bei eurem Modell und ihr merkt, dass da ganz leicht, ein bisschen ganz langsam der Piston vorkommt, dann ist das nicht so wild, denn innerhalb von ein paar Millisekunden ist die Kugel aus dem Lauf draußen, bedeutet das Volumen hat gar nicht die Zeit, um irgendwie abzublasen. Wenn ihr allerdings jetzt ein Modell habt und ihr testet es auch und ihr hört hier schon, dass es tscht macht und die Luft hier sofort abbläst oder, was ich auch sehr gern macht, macht eure Lippe ein bisschen nass und haltet das Ding ein bisschen an eure Lippe hin und drückt dann ab. Denn dann merkt ihr einfach sofort, wenn hier ein bisschen Luft entweicht, dann ist das Ganze natürlich nicht optimal. Wie gesagt, entweicht die Luft für 5 bis 6 oder 8 Sekunden, ist es nicht ganz so gravierend. Wenn ihr sofort merkt, ihr macht irgendwo bei eurem Airsoft-Modell, dann ist das nicht ganz so geil. Das hat man zum Beispiel jetzt auch bei der, welche war das? Diese Norwich SSG 96 MK2 müsste das gewesen sein. Die war hier zum Beispiel beim Übergang
Bucking und Nozzle nicht ganz so geil. Also hier muss man noch mal gucken, dass man irgendwie das Bucking hinten ein bisschen mit Teflon umwickelt oder irgendwie einen Stahlring rumzieht, wie bei Maple Leaf, damit einfach keine Luft verloren geht. Hier passt das Ganze bei dieser BSR, passt das Ganze wirklich perfekt. So Leute, und dann bleibt uns letztendlich nur noch der Zylinder und hier, wie schon angesprochen, ganz am Anfang eben ein riesengroßer Vorteil. Begadi knallt uns jetzt hier nicht einfach einen Standard-VSR-Zylinder rein, sondern übertreibt sogar ein kleines bisschen und ballert uns einen riesen fetten Zylinder rein. Bedeutet, wenn ihr das mal vergleicht zu einem Standard-VSR-System, habt ihr hier, ich nenne es einfach mal Oversize-Zylinder. Bedeutet, der Zylinder ist fast genauso dick wie euer gesamtes Rohr vorne. Bedeutet, wenn ihr euch das mal anschaut, der geht hier ganz knapp, geht er hier letztendlich in den Outer, beziehungsweise in das Rohr rein. Also hier ein deutlich größerer Zylinder und dementsprechend deutlich mehr Volumen natürlich drin in dem System. So, jetzt müsste man nur mal nachmessen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß VSR-Zylinder sind. Wenn ihr einen zu Hause habt oder das mal gern kommentieren wollt, bitte jederzeit. Hier hat der Begadi-Zylinder oder dieser BSR-Zylinder hat einen Außendurchmesser von 26,5 Millimeter. Also hier deutlich größer wie ein Standardzylinder oder wie ein Standard VSR-Zylinder. So, der Innendurchmesser beträgt, so das lässt sich jetzt wieder bescheiden messen, aber so circa Innendurchmesser beträgt 24 Millimeter. Bedeutet, man hat einfach in dieser BSR, obwohl im Vergleich zu anderen Systemen ein relativ langer Lauf drin verbaut ist, einfach deutlich mehr Volumen drin, da einfach der Zylinder deutlich größer ist. Und der nächste Vorteil, was mir schon aufgefallen ist, auch hier die Zylinderwandung, wenn ihr euch das mal anschaut, hier unten drin, ist das Ganze von der Wandestärke her nochmal deutlich dicker wie bei anderen Modellen. Bedeutet, es sind so circa 1 Millimeter, 1,2 Millimeter vielleicht. Und dementsprechend habt ihr aber auch hier bei der Fräsung nicht so dünnes Material, was euch dann beim Repetieren die ganze Zeit kratzt und reibt und aufscheuert. Da hier einfach die Fläche, wo quasi der Spring Guide Stopper später anliegt, hier innen drin deutlich dicker ist und dementsprechend eben hier auch deutlich weniger Kratzen und Verschleiß vorhanden. Also auch das finde ich von der Umsetzung, klar, größter Vorteil, weil er so fett ist, aber auch das finde ich von der Umsetzung eben gut. Nicht zu dünnwandig und auch alles schön entgradet. Hier merkt man nirgendwo irgendwie ein Grat drin oder sowas. Man kann von innen drin, vielleicht mit dem Fingernagel. Auch hier merkt man gar nichts. Also auch das fühlt sich von der Qualität einfach super an. So, dann könnten wir uns noch vielleicht mal die Qualität von der Fräsung anschauen. Denn auch da gibt es leider qualitativ immer Unterschiede, je nach Hersteller. Schauen wir mal ganz kurz, denn meistens oder häufig ist es der Fall eben, gerade wenn die Zylinderwandung zu dünn ist und hier wird gefräst, dann drückt es euch meistens diese Fräsung auseinander. Bedeutet, die Fräsung ist im mittleren Bereich deutlich größer wie im vorderen oder im hinteren Bereich. So, jetzt lasst mich das mal ganz kurz auf die Länge vergleichen. Hier sind wir bei 6,42, 6,44, 6,42 und 6,38. Also ihr seht auch hier von der Qualität her nicht mal ein Zehntel auf die Gesamtlänge Toleranz drauf. Und auch das, denke ich mal, ist eben der Materialstärke oder verdankt der Materialstärke letztendlich. Wie gesagt, wäre das zu dünn oder ist es sehr dünnwandig, hat man hier teilweise bis zu einem Millimeter Differenz, je nach Hersteller und je nach Qualität. Aber hier gibt es nichts zu mosern, das ist tipptopp. Und auch die Arretierung hinten ist wieder super umgesetzt. Das kann man jetzt bloß vor der Kamera schlecht zeigen wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Auch hier ist letztendlich der gesamte hintere Bereich ist nicht nur letztendlich verstiftet, sondern das Ganze ist verschraubt über ein Gewinde und zusätzlich verstiftet und verschweißt. Bedeutet, ihr seht hier, kann man das sehen? Hier wurde das irgendwie verstiftet und vielleicht ein Schweißpunkt drüber gesetzt und dann irgendwie abgeschliffen. Sieht zumindest so aus, denn hier ist absolut kein Spiel drin und dementsprechend wird das Ganze eben sauber miteinander verbunden.
Also nicht nur Stifte drin, dass der ganze Kammerstängel hinten irgendwann anfängt zu wackeln oder sowas, sondern komplett über ein Gewinde verschraubt, reingeschraubt, dann verstiftet, verschweißt und dann letztendlich gefräst. Also auch das ist von der Arretierung her super. Dass ihr den Kammerstängel umdrehen könnt von links nach rechts, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und auch hier hinten ist letztendlich alles CNC gefertigt, beziehungsweise das Teil müsste CNC sein, der Kammerstängel müsste CNC sein. Das Teil hier sieht mir eher nach Guss aus, oder? Also ich glaube, das kann man nicht fräsen, weiß ich nicht. Kenne ich mich zu wenig aus, aber ich meine dieses Teil oder diese Aufnahme, die könnte vermutlich aus dem Guss sein. Ich glaube nicht, dass man sowas fräsen kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, kenne ich mich nicht aus. Sieht aus, naja, obwohl, hier sieht man... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht es einen soliden und robusten Eindruck. Okay, so, natürlich auch das Klicksystem. Habt ihr vorhin schon mitbekommen. Schön, Kugelsystem drin mit einer Feder. Klack, klack. Fällt euch nicht irgendwie runter, der Kammerstängel. Wunderbar. Also hier auch tipptopp umgesetzt. Abschließend bleibt natürlich noch Lauf- und Hop-Up-System. Und auch hier kleckert Begadi mit ihrer BSR überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das gesamte Hop-Up-System und auch der Lauf sind qualitativ einfach tipptopp. Vorhin schon ganz kurz angesprochen, ihr habt hier einen kompletten Edelstahllauf drin und auch keinen billigen Edelstahllauf, irgend so ein PPS oder sowas. Das könnte sogar ein Da Vinci sein. Hier vorne übrigens schöne große lange Phase drin, schöne Krone, zieht sich bis hier hinten einmal durch, also nicht einfach nur zack abgekattet, sondern schöne große Phase, dass die überschüssige Luft schön entweichen kann. Bis hier hinten rein, qualitativ hervorragend. Auch so von der Oberfläche her hervorragend der gesamte Lauf. Und eben der große Vorteil, wie vorhin schon kurz angesprochen, großer Zylinder in Kombination von einer Lauflänge von 450 mm mit 6,03 mm. Das Ding ist von der Abstufung bzw. von der, wie soll ich das nennen, von der Balance zwischen Volumen, was der Zylinder liefert, der Lauflänge und dem Kugelgewicht einfach perfekt abgestimmt. Ihr bekommt einfach sehr viel Energie raus und benötigt gleichzeitig wenig Kraft, das ganze Modell aufzuziehen. Wenn wir das einfach mal vergleichen mit dieser Archwig, mit der SPR 300, hat man einen sehr, sehr kurzen Lauf drin. Und natürlich, je kürzer der Lauf, desto eine stärkere Feder brauche ich und desto schwerer geht das Ding zu repetieren. So, hier ist das Ganze aber mit einem 450 mm Lauf ausgestattet. Bedeutet, die Kugel kann einfach unheimlich lange beschleunigt werden und kommt dementsprechend sehr leicht auf viel Energie. Und das Ganze eben mit ausreichend Volumen kombiniert in diesem fetten, massiven Edelstahlzylinder. Sind, glaube ich, Moment, ich hatte es mir notiert, steht sogar irgendwo auf der Packung drauf, Verhältnis sind 3,2:1. Also ihr habt einfach verdammt viel Volumen für diesen 450 mm Lauf und das Ding geht einfach butterweich zum Repetieren im Vergleich zu anderen Modellen. Da einfach alles, Lauflänge, Kugelgewicht, Federspannung, Volumen, weil einfach alles schön miteinander perfekt kombiniert und abgestimmt ist. Also klasse. Und wie gesagt, auch der Lauf ist einfach nur super, auch wenn ihr reinschaut im inneren Bereich, perfekt aufpoliert, keine Gerade drin, keine Kratzer drin oder sonstiges. So, hinten die Aufnahme ist relativ speziell. Jetzt muss ich erstmal das Bucking runterbekommen, denn das sitzt da hinten extrem gut drauf. Also das sitzt wirklich brutal stramm. Oh, komm, jetzt geh runter. So, jetzt da. So, hier schaut euch mal den Lauf an. So, und ich habe jetzt so circa 800-900 Schuss durch. Hier innen drin, ja, man sieht ein bisschen so das PLA. Es ist aber nicht gravierend. Könnt ihr das ein wenig erkennen hier innen drin? Also auch hier von der Fräsung her schön. Ihr habt hier auch seitlich kein Grat irgendwie von der Fräse dran. Ihr habt ein sehr, sehr großes Fenster. Denn natürlich, wie vielleicht schon angesprochen, hierbei handelt es sich um ein 7 mm R-Hop-System. Bedeutet das Bucking, das ist übrigens auch ein spezielles, BSR steht da jetzt drauf. Das ist ein R-Hop-Bucking. Könnt ihr auch hier einmal reinschauen, innen drin. Ich hoffe, ich möchte es jetzt nicht zerschneiden, aber könnt ihr das sehen, ihr habt hier innen drin also ein R-Hop-Patch, nutzt letztendlich die gesamte Fläche und das wiederum passt aber auch perfekt
zu genau diesem Lauf. Also wir halten fest, R-Hop 60, 7 mm. Und ihr braucht da, wie gesagt, ihr braucht auch nicht viel Druck irgendwie bei 0,45 Gramm. Ihr verliert nicht so viel Energie wie bei anderen Systemen. Ihr gebt da ein bisschen Druck drauf aufs Hop-Up, so circa Stufe 6, Stufe 7 bei 0,45 Gramm. Und ihr verliert gerade mal 0,03 bis 0,05 Joule. Also so gut wie nix. Bedeutet, die Energie ist so gut wie gleichbleibend mit wie auch ohne Hop. Und das können andere Systeme leider nicht. Bedeutet, da braucht ihr dann meistens deutlich mehr Druck von oben, wenn ihr einfach schwere BBs hoppen wollt. Und dann habt ihr gleich mal 0,2 Joule weniger drauf auf den Dingern. Und das ist eben mit diesem Hop-Up-System nicht der Fall. Also hier ist sehr, sehr geil. Wie gesagt, R-Hop 7 mm mit 60. Und ich meine, es gäbe das Bucking auch noch in 50 Shore. Als grüne Variante, glaube ich zumindest. Keine Ahnung, müsst ihr gucken. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte ja aber gar keine 0,45 Gramm BBs verwenden, warum auch immer, zum Beispiel nur 0,36 oder 0,32 Gramm, dann habt ihr zwar für das Kugelgel viel zu viel Volumen drin, aber ihr könntet dann auch hergehen und könntet euch ein 50er Bucking reinmachen. Aber wie gesagt, out of the box, knapp 3 Joule mit dem Ding oder 2,8 Joule mit 0,45. Da lasst ihr genau das 60er drin. Und auch hier seht ihr einfach, das Ding passt. Warte mal, ich kann es euch noch mal kurz zeigen. Das Ding passt oder das Bucking passt einfach abartig gut zu diesem Lauf. Oh, komm, rum mit dir. So, zack, drauf. Wir drücken es hier vorne ein bisschen rein. Und wenn man jetzt nämlich von hinten reinschaut, gut, das kann ich jetzt vor der Kamera leider nicht zeigen, aber das sitzt perfekt, bedeutet die R-Hop-Fläche liegt quasi sauber in dieser Fräsung drin, aufs Zehntel genau, und auch die Laufbrücke schließt hier hinten komplett bündig letztendlich ab. Und dadurch passt das Bucking einfach perfekt. Könnt ihr dann auch hier sehen, bedeutet, wenn wir mal den Tensioner nehmen, dann wird es hier wunderschön einmal runtergedrückt und kann dementsprechend sehr, sehr viel Hop letztendlich aufbauen. Also das finde ich sehr geil umgesetzt, müsste aber auch letztendlich ist es ein VSR-Bucking, glaube ich zumindest. Also auch hier letztendlich dieses Nut- und Federsystem müsste ein VSR-Bucking sein. Und wird aber in der Hop-Up-Kammer von hinten installiert, habe ich euch vorhin schon gezeigt bei der Demontage. Bedeutet, ihr habt hier die ganze CNC-gefräste Hop-Up-Kammer. Da habt ihr hier seitlich eben diese Fräsung und dann schiebt ihr das ganze Zeug quasi so rum rein. Genau, dann richtet er quasi das Bucking hinten aus und dann sitzt das Ding aber wie Arsch auf Eimer. Bedeutet, ihr müsst es wirklich mit einem kleines bisschen Kraft hier letztendlich reinpressen in die gesamte Hop-Up-Kammer und dadurch wird aber auch sichergestellt, dass das Bucking komplett zusammengedrückt wird. Also euch kann hier nirgendwo ansatzweise irgendwo Luft entweichen. Und gleichzeitig eben auch die Passgenauigkeit mit dem Zylinderhead, der hier auch wunderschön eintauchen kann in das Bucking. Ihr verliert hier absolut null Druck. Also das Ding ist zu 100% dicht und von der Toleranz her oder von den Toleranzen hervorragend umgesetzt. So, jetzt muss ich das bloß wieder rausdrücken. Hopp, komm. Raus mit dir, jetzt da. Und ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen Fett. Also wenn das Bucking trocken ist, bezweifle ich, dass ihr das rein verbaut bekommt. Also Qualität super. Und ich habe es euch vorhin schon beim Hop-Up angesprochen. 95 Meter mit 0,45 Mann Zielgröße sind eigentlich immer möglich. Gut, wenn es mal ein bisschen windig ist, dann nicht. Ist klar, ist eine Airsoft, ist immer so. Aber wie gesagt, wenn es windstill ist, 95 Meter easy, das Ganze gemessen und die maximale Reichweite mit einem leichten Überhop, keine Ahnung, 110, 115 Meter vielleicht, weiß ich nicht, ich habe die Kugel nicht mehr gesehen. Also wie gesagt, ihr kommt locker über 100 Meter, ganz, 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 ganz easy. Wo die Kugel halt dann landet, wie gesagt, ihr seht sie nicht mehr, keine Ahnung. Okay, so, Umsetzung Hop-Up-Kammer habt ihr dann bei der Demontage schon gesehen. Sehr geil finde ich eben hier diese Arretierung. Habe ich euch vorhin schon gezeigt. Der Lauf wird hier extra mit so CNC-Blöcken arretiert. Bedeutet, die kommen hier seitlich rein, sind von der Qualität her hervorragend, Passgenauigkeit.
hervorragend und ihr drückt eben nicht auf den Lauf. Bedeutet, das Ganze wird dann, ich glaube hier hinten, ja, so müsste es dann dran sitzen. Quasi hier so arretiert und auf der anderen Seite ebenfalls so arretiert. Und auch hier passen letztendlich dieser kleine Versatz hier passt wiederum perfekt zu der Ausfräsung von dem Lauf. Also auch hier null Spiel, null Toleranz drin. Und wenn das Ding einmal festgeklemmt ist oder einmal festgeschraubt, da bewegt sich nichts mehr. Da bewegt sich null. Also auch das finde ich bis jetzt eine der geilsten Laufarretierungen bei einem Federdruckmodell, was ich bis jetzt gesehen habe. Also das haben sie geil gemacht, das haben sie durchdacht gemacht. So, und der restliche Aufbau, ja, vorhin schon bei der Demontage gesehen, ihr habt dann da oben in der Hop-Up-Kammer so einen großen Edelstahlhebel drin oder so ein Lever, auch der passt hier von der Passgenauigkeit hervorragend drin. Habt ihr da vorne so eine abgerundete Fläche. Diese abgerundete Fläche läuft dann wiederum hier in dieser Schnecke drin. Und wenn ihr dann einmal dreht, letztendlich baut ihr über den Hebel Druck nach hinten auf und da hinten drin habt ihr dann letztendlich diesen fetten 7 mm Tensioner sitzen. Und auch dieser ist eben genau für dieses Lauffenster und für dieses Bucking ausgelegt. Bedeutet hier hinten auch schön abgerundet. Wartet mal, kann man das am Video erkennen hier. Also nicht zu scharfkantig, sondern hier, wo die BB dann oder wo der Druck aufgebaut wird, hier schön abgerundet. Auch auf der anderen Seite hier schön abgerundet. Der gesamte Tensioner und sitzt dann letztendlich hier oben in der Hop-Up-Kammer drin. So, jetzt warte mal, jetzt muss ich bloß den Lauf nochmal reinschieben, weil sonst fällt mir der Tensioner da durch. Hopp rein mit dir jetzt. So. So, und der gesamte Tensioner, wie gesagt, der sitzt dann hier oben drin in dieser Fräsung, hat aber auch wieder, wie vorhin schon kurz angesprochen, hat hier oben auch wieder so ein Puffergummi drin. Und das finde ich einfach immer gut, denn ihr baut einfach nicht, so jetzt rein mit dir, ihr baut einfach nicht den Druck direkt aufs Alu auf. Ihr drückt nicht komplett nur mit dem Alu jetzt volle Rotze aufs Bucking drauf und dementsprechend wenig Pufferfläche, sondern genauso wie bei den ganzen Begadi Hop-Up-Kammern für die AEG-Modelle, sei es jetzt die Neptun, die Nebo oder whatever, da machen sie es genauso. Immer den Alu-Tensioner nochmal mit einem Gummi unterlegen, damit hier einfach ein bisschen eine Pufferfläche reinkommt. Dementsprechend sind eben diese Hop-Up-Systeme nicht so aggressiv, wie wenn ihr jetzt einfach komplett aufs Alu draufdrücken würdet. Das wäre nicht gut. Wie gesagt, der Puffer, ihr könnt euch das so vorstellen, dass letztendlich dieser Zwischengummi da oben drin macht nichts anderes oder ist dann eher vergleichbar, wie wenn ihr einen Gummitensioner verwenden würdet, da ihr einfach mehr Fläche habt, die nachgeben kann. Bedeutet zwei Vorteile. Aufgrund des Aluminiums bleibt der Radius schön, die Führung bleibt schön, aber Vorteil eben dann auch durch den nochmal zusätzlichen Gummi habt ihr mehr Pufferfläche. Also nicht nur die Patchfläche vom Bucking, sondern ebenfalls diesen Gummi hier oben drin. Und dadurch die Hop-Up-Systeme einfach präzise zum Einstellen und nicht so aggressiv, als würde man nur mit dem Alu runterdrücken. Also auch das haben sie sauber umgesetzt und Passgenauigkeit komplett CNC gefräst, perfekt einfach nur. Und auch nicht, muss man auch vielleicht dazu sagen, wenn ihr euch den ganzen Aufbau jetzt mal anschaut, auch die ganze gefräste Abzugsgruppe, die ganze Hop-Up-Kammer mit ihren ganzen einzelnen Teilen, da merkt man ein kleines bisschen, dass hier auch viel Wert einfach auf die Verarbeitung bzw. auf die Qualität gelegt wird. Wenn ihr das mal vergleicht, viele andere Hersteller, ja, da bekommt ihr auch so CNC-Hop-Up-Kammern, aber die sind einfach von der Umsetzung sehr, sehr günstig. Bedeutet so wenig Maschinenzeit wie möglich, so wenig Teile wie möglich. Hauptsache, es ist halt irgendwie gefräst. Und hier finde ich, geht Begadi immer ein bisschen anderen Weg, genauso wie gesagt bei ihren AEG-Hop-Up-Kammern. Es ist einfach von der Umsetzung her wirklich qualitativ extrem hochwertig und da wird einfach nicht drauf geschaut, kostet das Ding jetzt 5 Euro weniger oder kostet es 5 Euro mehr. Wie gesagt, es ist einfach von der Umsetzung extrem geil, muss ich sagen. So eine Hop-Up-Kammer habe ich bis jetzt in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
So Leute, das soll es gewesen sein. Review über die brandneue Bugatti BSR. Und ich werde euch jetzt so ein zusammengefasstes Fazit bringen. Da musste ich jetzt gerade auch noch mal meinen Spickzettel ein bisschen umschreiben, denn ich hatte einfach viel zu viele Punkte. Das passt niemals in meine geile Box da drüben rein. Dementsprechend werde ich viele Punkte ein bisschen miteinander kombinieren, weil es sonst einfach zu viel wird. Und abschließend werde ich euch auch noch mal mitteilen, warum ich persönlich der Meinung bin und auch der Axel der Meinung ist, auch der hat mir wie gesagt ein WhatsApp-Fazit geschickt, geilstes Federdruckmodell, was man eigentlich kaufen kann. Also, wie gesagt, macht vieles richtig, sprechen wir es noch mal kurz durch. Der erste Pluspunkt ist ganzes Thema Qualität und Verarbeitung. Absoluter Hammer. Der Schaft, wie gesagt, noch nie eigentlich so einen geilen Schaft gehabt. Auch der Maple Leaf, der MLC, auch ein sehr, sehr guter Schaft, muss man sagen. Aber der ist einfach von der Qualität her oder vom Material noch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich kann es euch nicht genau sagen, wer den fertigt oder wie das genau vom Material zusammengesetzt wird. Das Ding ist ein Meinungsverstärker. Keine Ahnung, damit könnt ihr Baseball spielen, das Ding könnt ihr als Vorschlaghammer verwenden. Er hört sich auch nicht hohl an, wie jetzt der Maple Leaf, dass ihr irgendwo noch Schaumstoff reinstopfen müsst oder sowas. Nein, das Ding ist einfach brutal. Also wie gesagt, hier alles super und auch die gesamte Qualität von allen Bauteilen, die Toleranzen, einfach Hammer. Euer Zylinder, der wackelt irgendwie nicht rum, der kratzt nicht, der reibt nicht, der läuft butterweich. Receiver oben, komplett CNC gefräst, sitzt hervorragend und bündig nahtlos im Receiver drin. Das Rohr sitzt sauber drin, verdreht sich nicht oder sowas. Wangenauflage hinten, stufenfrei, schön einzustellen, liegt ebenfalls schön bündig am Schaft dran. Ihr habt kein Spaltmaß oder sowas. Also gesamter Punkt Verarbeitungsqualität wirklich hervorragend, tipptopp. Und natürlich aufgrund der Konstruktion auch nochmal, was man vielleicht ergänzen kann bei der Qualität, auch Konstruktion und wie solide das ganze Modell ist, nehme ich da noch mit rein. Wie gesagt, der Schaft ist der Hammer und auch die Konstruktion von der Umsetzung her halt auch wieder ein bisschen anders, wie man es eigentlich gewohnt ist. Bedeutet auch die ganze Abzugsgruppe CNC gefräst, wird da hinten im Receiver nochmal über Nut- und Federsystem reingeschoben, damit es alles hier komplett eine solide Gruppe ergibt letztendlich. Und nicht wie bei einer normalen VSR, dass ihr einfach diese zwei kleinen Minischrauben da drin habt und die ganze Last von der aufgezogenen Feder nur auf diesen kleinen Gewinde liegt letztendlich. Nein, hier wird es alles nochmal mit dem ultrasoliden Schaft miteinander verbunden. Also auch hier Konstruktion hervorragend. So, der nächste Pluspunkt ist dann auch nochmal in Bezug auf Qualität natürlich auch Material. Bedeutet, ihr werdet an diesem Modell kein einziges Bauteil finden, was aus Zinkguss oder aus ABS-Plastik ist. Selbst dieses sinnfreie Hop-Up-Teil da vorne innen drin, was die Hop-Up-Kammer hält oder zentriert oder verbindet mit dem Schaft, selbst das Teil ist komplett CNC gefräst. Der Receiver CNC gefräst. Absolut genialer, fetter Zylinder, schön dickwandig, Edelstahl. Also auch hier muss man sagen, auf ganzes Thema Material einfach hervorragend. Der geile Schaft von der Qualität, die Wange, es ist einfach alles richtig. Also auch hier Materialgüte, CNC gefräst, alles hervorragend, ein Pluspunkt. So, nächster Pluspunkt auf meinem Spickzettel sind die Internals, gerade schon angesprochen. Auch hier geht Bugatti wieder einen Schritt weiter. Ihr habt jetzt nicht einen Standard VSR-Zylinder drin, also mit 24 mm, sondern halt 26,5. Und dadurch haben sie nicht nur mehr Volumen reingepackt in das Ding, sondern auch ist der Zylinder von der Wandstärke ein kleines bisschen dicker. Und dadurch habt ihr eben unten bei der Fräsung, wo der Zylinder quasi am Spring Guide Stopper entlang läuft, habt ihr einfach mehr Material, damit das Ganze eben sich nicht durchschleift und nicht reibt beim Repetieren. Ihr habt einen ultra geilen Pisten drin, 51 Gramm, glaube ich, mit Edelstahlkante hinten. Geiler Pistenhead, der perfekt abdichtet. Die Nozzle, der Zylinderhead vorne von der Nozzle, auch alles Edelstahl, dichtet hervorragend zum Bucking ab. Also auch hier kein Druckverlust. Die Abzugsgruppe komplett CNC gefräst, Stahl innen drin. Das passt alles wunderbar. Auch den Sear schön konstruiert, angelehnt, finde ich zumindest ein bisschen an das Bulltrick-System. Bedeutet, ihr habt nicht diesen wegkippenden Sear aus Stahl, wie bei Modify zum Beispiel, dass ihr ein bisschen Volumen verliert, sondern sobald der Piston drüber rutscht, fährt der Sear nach unten im 90 Grad und arretiert dann sofort. Und dementsprechend können sie hier eben den gesamten Hub komplett ausnutzen, was das Volumen angeht.
Also hier gesamte Internals, hervorragend, ein Pluspunkt. Und eben ein riesen Pluspunkt meiner Meinung nach ist eben der ganze Punkt, wie gerade schon angesprochen, Volumen in Kombination von Lauflänge und Federstärke für 0,45 Gramm. Ihr habt jetzt hier nicht so einen kleinen Knubbellauf drin, irgendwie mit 250 oder 270 Millimeter, sondern ihr habt einen fetten Zylinder mit unheimlich viel Volumen und habt im Vergleich dann aber auch einen Lauf drin aus Edelstahl mit 450 Millimeter, 6,03 Millimeter. Und das ist einfach wunderschön miteinander kombiniert. Bedeutet, ihr braucht sehr, sehr wenig Kraft, um das Modell aufzuziehen. Ihr braucht keine brutal straffe Feder und trotzdem drückt das Ding knapp 3 Joule durch. Und genau das können eben andere Modelle, die anders konstruiert sind, leider nicht. Also wie gesagt, dann müsst ihr dann schon irgendwie eine Silverback nehmen, irgendwie eine SRS, auch großer Zylinder drin, langer Lauf aufgrund des Bullpup-Systems. Aber normale Systeme, die eben kein Bullpup sind, kommen hier leider nicht ran. Also das ist meiner Meinung nach bei dieser BSR ein ganz großer Pluspunkt. Wie gesagt, ihr könnt das Ding eigentlich fast mit dem kleinen Finger repetieren. Butterweich, alles smooth, ein Pluspunkt. Und eben Volumen. So, und dann gerade schon angesprochen, auch hier für den Preis ist kein Messinglauf drin, sondern das ist ein qualitativ hochwertiger Edelstahllauf. Und so ein Lauf, wenn ihr euch so einen kauft von Prometheus oder Da Vinci, bezahlt ihr für so einen kompletten Edelstahllauf in der Qualität um die 80 bis 100 Euro. So, und so einen Edelstahllauf habt ihr hier bei dem Preis direkt mit dabei. Also kein Messinglauf oder so wie bei allen anderen. Nein, es ist bereits ein kompletter Edelstahllauf drin, ein Tuninglauf. Also, wie gesagt, auspacken, los geht die Fez. Hammer, finde ich gut für den Preis, Edelstahllauf. So, nächster Pluspunkt, das splitte ich auf, das haben wir auch in der letzten Zeit immer gemacht, ein bisschen aufgesplittet. Denn auch hier meiner Meinung nach 2 riesengroße Pluspunkte für die BSR. Das ist die Hop-Up-Unit oder die Hop-Up-Kammer in Kombination von Reichweite und Präzision. Erstmal die Hop-Up-Kammer. Das Ding lässt sich hier außen über das Rotary, über diese Skala, absolut genial einstellen. Wunderbar. Ihr müsst auch während des Spiels, ihr müsst jetzt nicht hergehen und da irgendwo einen Imbus reinstopfen, wie bei dem TDC. Nein, ihr geht da einfach mit dem Daumen seitlich hoch und dreht es einfach. Ultra fein, stufenfrei, schön Widerstand drauf mit Skala und könnt dementsprechend direkt das Hop-Up ins Spiel integrieren. Wenn ihr einfach sagt, oh, die war jetzt ein bisschen zu kurz, der ist vielleicht nochmal 10 Meter weiter weg, ja, dann drehe ich halt nochmal, gebe ich eine Stufe mehr Hop drauf und dann fliegt die Kugel halt nochmal 10 Meter mit ein bisschen Überhop. Also wie gesagt, Hop-Up, hervorragend, die Hop-Up-Kammer komplett CNC gefräst und jetzt auch nicht einfach ja wieder irgendwie kopiert von Action Army oder einfach irgendwas Billiges. Hauptsache man kann es halt bewerben als CNC. Nein, schaut euch das Ding mal an. Die Laufarretierung seitlich, nicht einfach irgendwie Gewindestifte reingeknallt, dass man auf den Edelstahl drauf drückt oder so. Nein, da fräsen sie extra solche Blöcke seitlich für die Laufarretierung. Und das ist meiner Meinung nach die absolut geilste und pornöseste Hop-Up-Kammer für so eine Art VSR-Systeme, die ich jemals gesehen habe. Also hervorragend. Dann auch wieder der Übergang, quasi ein fetter Tensioner drin mit 7 mm System aus Alu, schön vom Radius abgerundet alles. Puffergummi oben drin, damit ihr nicht zu viel Druck aufbaut, damit also das Material ein bisschen arbeiten kann. Super umgesetzt. Also meiner Meinung nach 2 riesengroße Pluspunkte. Hop-Up-Kammer, der absolute Hammer und natürlich daraus die resultierenden Schussergebnisse, Reichweite, Präzision, Respekt. Und sind wir doch ehrlich, genau da kommt es doch drauf an. Wenn ein Federdruckmodell nicht weiter schießt wie eine SAEG, dann braucht ihr kein Federdruckmodell. Könnt ihr genauso SAEG oder HPA nehmen. Und wie gesagt, mega gut Hop-Up, Reichweite, Präzision. So, nächster Pluspunkt, auch hier das ganze Modell vollständig beidseitig nutzbar und ambidex. Bedeutet, ihr könnt mit wenigen Handgriffen einfach den Kammerstängel auf die andere Seite rüberdrehen. Das sind 2 kleine Schräubchen, da hinten und da unten einmal anlösen, dreht ihr das Ding um, schraubt es wieder fest. Ihr habt die Sicherung hier innen drin liegend, beidseitig nutzbar. Wenn ihr sie braucht, ihr habt Aufnahmetrageriemen beidseitig, ihr habt das M-Lock-System beidseitig, wenn ihr irgendwas montieren wollt. Und dementsprechend auch für Linkschützen eigentlich ein absolut geniales Gerät, muss ich sagen. Also wer Linkschütze ist und alles für links ausgelegt haben möchte, tipptopp, Hut ab, ein Pluspunkt ambidex. So, jetzt habe ich natürlich noch einen Pluspunkt. Wir ergänzen aber erstmal einen einzigen Neutralpunkt, den sie meiner Meinung nach hätten besser machen können.
Die Magazine hier vorne drin, die sind klasse. Also die flutschen sauber rein, die sind von der Arretierung her sauber, die Fieden sauber. Auch seht ihr da innen drin natürlich wieder die BBs, ob noch welche drin sind, wie viel noch drin sind. Aber es ist ein Single-Stack-Magazin. Da bin ich der Meinung, da hätten sie heutzutage direkt gleich einen Double-Stack mitliefern können. Maple Leaf liefert, glaube ich, Double-Stack. Action Army liefert, glaube ich, Double-Stack. Bei der BSR ist ein Single-Stack-Magazin mit 30 Schusskapazität. 2 Magazine, A30 Schusskapazität sind dabei. Wie gesagt, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, Mensch, Bugatti, noch ein Double-Stack oder so, wäre klasse. Wie gesagt, ansonsten absolut runde Sache, das ganze Gerät. So, und natürlich, wenn ihr euch das jetzt alles anschaut, muss man auch einen riesengroßen Pluspunkt geben, Preis-Leistungs-Verhältnis. Klar, muss man geben. 359 € soll das Ding kosten, ohne Teamrabatt. Wer noch Teamrabatt hat, gehen nochmal 15% weg. Das ist, Leute, das ist ein Schnapper. So, und wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn man sich das jetzt alles anschaut, die ganzen Pluspunkte, hier ist auch nichts irgendwie schön geredet. Schaut euch einfach das Video an und vergleicht die Bauteile, vergleicht die Qualität. Und dann nennt mir mal irgendein anderes Federdruckmodell, wo ihr die Qualität, die Umsetzung vom Volumen, vom Zylinder, vom Material her, wo ihr das für 359 € bekommt. Findet ihr nicht. Findet ihr absolut nicht. Entweder haben sie kleine Zylinder drin, sie haken, sie kratzen, haben weniger Volumen, haben Messingläufe drin, haben ein schlechteres Hop-Up, wo man wieder optimieren muss. Also das ist meiner Meinung nach, und wie gesagt auch ein Axel seiner Meinung, ganz ehrliche Meinung, eigentlich aktuell das beste Federdruckmodell, was man kaufen kann. Preis-Leistung, Qualität, da stimmt einfach alles. Wir haben sogar letzte Woche drüber uns unterhalten, was das Ding kosten soll. Wir hatten noch keinen Preis. Wir sind beide davon ausgegangen, naja gut, wenn man sich das alles anschaut und auch vergleicht mit der Archwig und mit anderen Modellen, dann wird das Ding bestimmt so 450 bis 500 € kosten. Und auch das wäre für die Qualität in Ordnung gewesen. Wäre natürlich nicht ein super Schnapper gewesen, aber es wäre im Vergleich zu anderen noch okay gewesen. Und jetzt schickt Bugatti den Preis rüber, 359. Und wir waren beide so dran, wie gesagt, mega. Mega Hammer. Also hier wirklich Hut ab, auch von der Farbe her schön. Ich mag das Grau übrigens, ne? Schöner Kontrast, dieses Steingrau mit dem Schwarz. Wie gesagt, wer Federdruckmodelle mag und wer Federdruck spielt oder auch wer einfach nur gern ein Federdruckmodell zum Blinken hernimmt, Hammer. Kann man aktuell, glaube ich, für so einen Preis nichts Besseres bekommen. So Leute, das soll es für heute gewesen sein. Sind wir fertig. Wenn ihr jetzt noch irgendwas ergänzen möchtet zu diesem Video, wenn ihr vielleicht noch irgendwo was gesehen habt, was ich übersehen haben sollte, gerne immer kommentieren. Natürlich auch, wenn ihr weitere Fragen habt. Wie gesagt, ich habe mir das Ding sofort gekauft. Das hängt jetzt dann da hinten. Wenn ihr weitere Fragen habt, jederzeit Kommentarfeld benutzen. Wenn es gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.